Guten Abend, ihr Lieben. Ich muss erst mal atmen und hoffe, ihr hört mich. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut. Das sieht für mich eigentlich so aus, als wäre ich vielleicht auch zu laut. Schreibt gerne mal, ob das hier funktioniert. Ich glaube, ich bin viel zu laut. Wartet, ich mache das mal leiser. Der Ton ist gut? Gott sei Dank. Dieser Übergang hier immer, das ist ein Stress pur. Also, ihr seht, einen Teil von dem, was ich diese Woche über gemacht habe, ist dieses wunderbare Intro. Das ist viel mehr Arbeit gewesen, als man vielleicht auf den ersten Blick vermuten würde. Tatsächlich habe ich die ganze Woche in der Matrix verbracht, wie mein Mann sagen würde. Ich habe quasi hier an der Webseite gearbeitet und habe mich genau um dieses Thema gekümmert, weil ich sehr gerne mal die Kundenfotos schöner einbinden wollte. Das lag jetzt ja lange Zeit brach. An die, die noch Kundenfotos hochgeladen haben, die noch nicht freigeschaltet sind. Wundert euch nicht, ich kümmere mich darum. Ich musste jetzt nur die Woche erstmal irgendwie ein Setup schaffen, damit ich das Ganze hier auch irgendwie verwenden kann. Und ich habe da an ganz vielen Schräubchen gedreht. Ihr wisst ja vielleicht, dass ich den allergrößten Teil meiner Webseiten-Admin komplett selbst mache. Ich schreibe den Code dafür auch selbst, für das, was ihr da gerade gesehen habt. Und das war eine Aufgabe an und für sich, das kann ich euch sagen. Aber ich bin glücklich. Das eine, was mich jetzt ganz kurz zur Raserei gebracht hat, weshalb ich hier auch zu spät war, ist, dass sämtliche andere Technik dafür heute gestreikt hat. Die Kameras hier hinter mir haben sich nicht verbinden lassen. Dann hat der Chat sich nicht einbinden lassen. Das war auch noch so eine kleine, aber sehr nervige Angelegenheit. Und entsprechend bin ich ein bisschen später. Dafür Entschuldigung. Und natürlich auch danke, dass ihr da seid. Ich muss jetzt erstmal einen kleinen Moment runterfahren. Ich freue mich einfach, dass ihr mich jetzt tatsächlich hört und seht und dass trotz dieses ganzen Technik-Hickhacks ich jetzt hier bei euch live bin und das irgendwie einigermaßen funktioniert. So, wie war eure Woche? Habt ihr fleißig geplottet? Ich habe nicht so viel geplottet, weil ich eben, wie gesagt, hier mit der Technik gekämpft habe und in der Matrix war. Aber ich habe wenigstens ein bisschen geplottet. Ich habe die Tunnelkarte mit den Vögelchen, die ich euch letzte Woche in Arbeit gezeigt habe, in der Zwischenzeit in den Shop geschafft. Und ganz kurz vorher, bevor es jetzt hier losging, habe ich auch noch eine Mini-Tunnelkartenversion in den Shop geschafft. Die war explizit gewünscht von der lieben Petra, die heute auch da ist. Ich grüße dich mal, Petra, und auch von der Annette. Die Annette hat sich auch die kleine Variante gewünscht. Und ich würde sagen, ohne weitere große Vorrede gehen wir jetzt erstmal Projekt gucken. Ich entschuldige mich gerade an der Stelle noch dafür, dass ich euch hier gar nichts heute verlinkt habe. Das habe ich einfach nicht mehr geschafft jetzt vorher. Wird nachgetragen. Also wenn ihr irgendwas braucht, wird nachgetragen. Ich switch einmal ganz kurz mit euch rüber und wir gucken einmal gemeinsam auf die Tunnelkarten. Ab nächster Woche geht es projekttechnisch hier wieder mehr rund. Wie gesagt, diese Woche habe ich mich einfach, wenn ich sowas anfange, bin ich da ganz schlimm und da gehen Tage drauf, das kann ich euch sagen, weil dieses ganze Einbindungsding echt nicht ohne ist. Ich schalte euch einmal um, Achtung, ich hoffe, das funktioniert jetzt auf Anhieb. Tada! Ich glaube, das hat zumindest geklappt. Und hier seht ihr einmal die beiden neuen Tunnelkarten. Die Tunnelkarte hier, die größere Variante, die Tunnelkarte Vögelchen in meiner normalen Tunnelkartengröße, also 14 x 14 cm. Die haben wir letzte Woche ganz spät abends im Stream noch gemeinsam zusammen geklebt und auch erstmals geplottet und die ist für euch in den Shop gewandert. Und ich wollte euch dazu jetzt aber auch die Mini-Variante nochmal zeigen und vielleicht auch nochmal ein bisschen erklären, warum es bei solchen Motiven manchmal dann wirklich auch einfach nochmal eine Mini-Variante gibt, beziehungsweise was eigentlich an der Mini-Variante in der Regel anders ist als bei der großen Variante. Das eine ist relativ offensichtlich, denke ich, das ist die Größe. Die Mini-Tunnelkarte ist, wie der Name schon sagt, eindeutig kleiner als die große Tunnelkarte. Aber wenn ihr diese beiden Motive hier mal nebeneinander liegen seht, dann seht ihr vielleicht, dass sich da auch immer so ein paar Sachen ändern. Und das ist erforderlich, weil ich bei der normal großen Tunnelkarte die in der Regel nicht so globig gestalte, dass man die ohne Probleme so stark verkleinern kann, dass man dann diese Mini-Größe erhält und dass die sich dann auch noch schön plotten lässt. Soll heißen, wenn ihr hier in die normal große Tunnelkarte einmal reinschaut, dann seht ihr hier zum Beispiel bei dem Gefieder von dem Vogel relativ zierliche Linien. Ihr seht hier in diesen großen Blüten auch einige ziemlich zierliche Linien. Und damit man das Ganze nachher wirklich auch schön aus Papier plotten kann, ist immer wichtig, dass die einzelnen Stege eine gewisse Mindeststärke haben. Das heißt, ich kann jetzt nicht das hier nehmen, kann das auf die Größe verkleinern und dann erwarten, dass es sich wirklich auch noch schön plotten lässt.
Deshalb habe ich mich hingesetzt, nachdem ihr euch das mit der Mini-Tunnelkarte gewünscht habt und habe zum Beispiel hier, ich dachte erst, die Blüten lasse ich ganz weg oder mache nur ganz schlichte Blüten rein, aber die Blüten sind so eine der Hauptdinge, die ich hier komplett verändert habe. Ihr seht hier, haben die Blüten eigentlich pro Blütenblatt nochmal 3 solche, ja, einzelnen Segmente. Das hätte ich in dieser kleinen Größe einfach nicht untergekriegt. Und deshalb habe ich hier zum Beispiel die kleinen Blüten nochmal komplett, also die großen Blüten in der kleinen skalierten Variante nochmal komplett neu gemacht. Einfach, dass sich das in dieser kleinen Größe auch plotten lässt. Und entsprechend haben hier die Blütenblätter auch nicht 3 Unterteilungen, sondern eben nur 2 einzelne Segmente, damit das in dieser kleinen Größe auch funktioniert. Das ist jetzt aber nur ein Beispiel. Ich habe zum Beispiel auch bei dem Vögelchen nochmal ja, relativ viel geändert. Ich habe hier das Gefieder nochmal neu gezeichnet, diese Unterteilungen, die wären auch zu fein geworden. Habe hier die Pünktchen neu angeordnet, die wären auch zu winzig geworden. Habe hier vorne alles, was hier das Vögelchen so auf der Brust vorne lang quasi hat, die habe ich auch alle nochmal ja, überarbeitet, breiter gezogen quasi, damit es in dieser kleinen Größe auch funktioniert. Und weil ihr in meinem Shop ja auch unterschiedliche Erweiterungen findet, sowohl für die Mini-Tunnelkarten als auch für die normal großen Tunnelkarten, dachte ich, erkläre nochmal, warum es die dann eben auch einzeln zu kaufen gibt, weil die dann schon etwas unterschiedlich sind. Und so wie ich die große jetzt nicht einfach so stark verkleinern kann, ist es umgekehrt halt so, wenn ich die kleine nehme und die vergrößern möchte, dann wirkt die halt nicht mehr so schön filigran und zierlich, sondern dann werden ja diese ganzen Papierstege durch dieses größer Skalieren auch breiter und globiger und deshalb finde ich immer, diese Minis wirken als Minis total super. Deshalb gibt es einfach diese 2 unterschiedlichen Größen, weil das sonst immer ein bisschen doof ist. Von groß zu klein skalieren, dann wird das zu schmal und vom klein zu groß skalieren wird mir das dann immer zu klobig und nicht mehr filigran genug. Deshalb 2 unterschiedliche Größen. Ich persönlich mag beide Größen total gerne. Für die Leute, die sehr auf schnelle Projekte stehen, ist die Mini-Größe total cool, weil ihr hier diese 4 Motivlagen von der Tunnelkarte einfach auf einen Bogen DIN A4 bekommt. Das heißt, die sind einfach unheimlich schnell gemacht, weil man da nicht mehrfach irgendwie ja, Papier auf der Matte auswechseln muss. Obwohl das bei der großen Tunnelkarte auch so ist, je nachdem wie groß die Matte ist, die ihr habt und wie groß euer Plotter schneiden kann, kriegt man hier die 4 Lagen auch auf einen Bogen, aber halt nicht auf einen Bogen A4. So, jetzt muss ich erstmal Kommentare lesen. Ich hoffe sehr, dass die euch gefallen. Ich habe ja letzte Woche schon mal gesagt, mir ist jetzt nach Frühling, diese Woche noch mehr. Bei uns war es diese Woche so richtig eklig dauergrau, ganz viel Regen. Und ich habe keinen Bock mehr auf Winter. Ich bräuchte jetzt ganz, ganz dringend mal Sommer. So, jetzt wäre für mich noch ganz spannend, die liebe Annette hat uns hier eigentlich gerade einen Link reingehauen, ob das mit der Automatisierung funktioniert hat, aber ich hatte da gerade kein Auge drauf. Deshalb drücke ich jetzt hier gerade nochmal auf den Knopf, einfach. Und wir gucken mal, ob das funktioniert. Nein. Nein, Annette schreibt gerade nein und Annette, wundert dich bitte nicht, es hat auch bei mir hier gerade nicht funktioniert. Doch, aber zumindest den Textlink hat er euch reingehauen. Das hat funktioniert, aber aus irgendeinem Grund hat die Einblendung in OBS nicht funktioniert. Ihr fragt euch jetzt natürlich, wovon ich hier spreche, welche Art von Selbstgespräch ich hier gerade am Start habe. Ich habe hier noch mehr gemacht als nur diese Kundenfotos-Geschichte. Ich habe hier eigentlich auch was gebaut, um euch neue Projekte zum Beispiel schön einblenden zu können. Jetzt müsst ihr mal einen ganz kleinen Moment mit mir Geduld haben, weil ich das jetzt hier gerade mir nochmal angucken möchte. Vielleicht kann ich da so ganz schnell feststellen, woran es hier gerade hapert. Yvonne schreibt gerade, sie kann es öffnen. Yvonne, was kannst du öffnen? Diesen kurzen Link mit der Zahl hinten dran, das wäre natürlich schon mal schön. Und ihr könnt auch einfach mal auf den Link quasi in den Kommentaren klicken. Das ist für die gedacht, die live dabei sind. Aber eigentlich sollte es hier eine Einblendungsmöglichkeit geben, die euch auch zusätzlich noch was anderes einblendet. Wartet mal, ich muss noch mal hier ganz kurz arbeiten. Es tut mir leid. Es tut mir ein bisschen leid. Ich muss hier mal ganz kurz nebenher gucken. So viel Zeit müsst ihr mir ganz kurz zugestehen. Ich will, dass es jetzt funktioniert. Ich habe da die ganze Woche dran gearbeitet. Es wird jetzt einfach ausprobiert, bis es funktioniert. Aber der hat sich das hier irgendwie nicht gemerkt. Wartet. Okay.
So ist es. Ich habe den PC jetzt gerade vor dem Stream unmittelbar noch irgendwie neu gestartet und hin und her probiert und gemacht und getan. Und dann ist es manchmal einfach so, dass da irgendwas auf dem Weg verloren geht. So, wundert euch nicht, wenn ihr den Link jetzt nochmal in die Kommentare haut. Ich will das gerade nochmal probieren. Ob das jetzt funktioniert. Ja, es hat funktioniert. Da ist sie, die Einblendung. Wuhu! So habe ich mir das vorgestellt. Das mag jetzt wieder, ihr denkt wahrscheinlich, geht's noch? Schaden oder was? Ich bin gerade ganz glücklich, dass es mit dieser Einblendung jetzt doch noch geklappt hat. Das macht einem ja bekloppt, wenn sowas nicht funktioniert. Ja, genau, ich meine den QR-Code und eine. Warte, wir machen das direkt nochmal. Es tut mir leid. Es ist vielleicht ein bisschen bescheuert, aber wenn man an sowas so lange gearbeitet hat, freut man sich einfach, wenn es funktioniert. Tada! Was neu ist, ist hier diese Sache mit der Zahl miriamkreativ.de/230521. Das könnt ihr auch in den Browser eingeben. Das heißt, da kommt man dann auch zu dem Produkt. Und genau das habe ich auch versucht, für andere Sachen umzusetzen. Annette, ich lese dich gerade, du kannst keine Fragen markieren. Das liegt an der Chat-Integration, Annette. Die Chat-Integration streikt heute. Die Chat-Integration streikt heute. Mein Mann könnte mal versuchen, ob er eine Frage markieren kann. Ich bin auch nicht sicher, was da heute los ist. Und Petra schrieb, sie kann es vom Tablet aus öffnen. Sehr schön. Das ist doch schon mal ein Anfang. Und jetzt gucke ich mir, ihr seid ja geduldig mit mir, ihr müsst da heute durch. Ich habe euch das vorher nicht verraten, dass ihr heute technisch meine Testkaninchen seid. Daniela sagt, sie sieht keinen QR-Code. Achtung, Daniela, gleich siehst du einen QR-Code. Und so lange kann ich hier auch noch mal ganz kurz gucken, ob ich hier für meine Mods das mit der URL irgendwie hinbekomme. Was da schiefgelaufen ist. Ich gucke da auch noch mal schnell drüber. Na, jetzt, Daniela, kam hoffentlich bei dir auch der QR-Code an. Ihr könnt mir bitte, ne, keiner da, sagt sie. Doch, der wird doch hier angezeigt im Video. Du musst ins Video gucken, Daniela. Also ich sehe ihn. Ich hoffe, ihr seht ihn auch. Nur, dass ich ihn sehe, muss ja noch lange nicht heißen, dass ihr ihn auch seht. Ne? Das ist immer die Sache. So, sorry, ihr müsst da heute einfach einmal ganz kurz durch. Ihr seid heute meine Testkaninchen. So. Ich hätte zu gerne, dass es für die Mods auch funktioniert. Sichtbar, sichtbar, sichtbar. Sehr gut. Ihr könnt mir bitte mal gerade noch sagen, so für die Zukunft, ob die Einblendungsdauer lang genug ist oder ob wir das in Zukunft auch ändern müssen, dass das ein kleines bisschen länger zu sehen ist. Das ist auch was ich gerne noch von euch wissen will, ob ihr sagt, ja, es geht zu schnell wieder weg oder das reicht so. Okay. Liebe Annette, lieber Florian, ich habe das jetzt hier parallel mal ein bisschen länger, bitte. Perfekt, Nadine. Das mache ich nicht sofort, aber ich schreibe es sofort auf. Wir machen das ein bisschen länger in Zukunft. Warte. Das waren jetzt 10 Sekunden. Bisschen kurz findet auch Silvia. Machen wir daraus vielleicht 20, das wäre doppelt so lang. 15 Sekunden bis 20 Sekunden. Wartet, das finden wir jetzt direkt noch raus. Ein bisschen länger den Code. Mit dem neuesten Produkt, und es tut mir leid, ihr kriegt jetzt 20 Mal denselben Link angezeigt, aber das muss jetzt heute einfach mal ganz kurz so sein. Für diese eine Funktion kann ich das hier einfach direkt mal umstellen. Wir machen daraus mal ganz kurz 15 Sekunden. So, Achtung, Einblendung kommt. Tada! Und bleibt jetzt hoffentlich für 15 Sekunden. Und dann gucke ich mir das hier für die Mods auch gleich noch an. Die Moderatoren sollen nämlich in Zukunft Links auch schöner für euch einblenden können, weil ich ja im Stream selber oft irgendwie so ultra beschäftigt bin, dass ich gar nicht selber so schnell bin, euch die Sachen rauszusuchen. Und die Moderatoren sind da ja ein bisschen schneller unterwegs, die liebe Annette und mein Mann. So. Ja, genau. Oder Bescheid sagen, dass der Code kommt. Ja, Heike, das wäre auch noch was. Das Einzige, was bei mir so ein bisschen das Thema ist, ist, wenn die Mods euch was reinposten, kann ich es vorher nicht sagen, weil dann weiß ich nicht, dass es kommt. Okay, bei Daniela wurde es jetzt aber auch angezeigt. Ja, ihr habt recht. Man muss vielleicht auch erst noch ein Handy zücken.
Ich war nicht ganz sicher, aber deshalb wollte ich das mit euch auch heute testen, sozusagen, ob das stört, wenn das sich über die Kommentare legt. Aber eigentlich, so schnell laufen die Kommentare ja nicht durch. Ich glaube, es wird kein Kommentar komplett verschluckt, auch wenn man das 20 Sekunden sieht. Das sollte dann ja trotzdem einfach weiterlaufen. Und wenn nächstes Mal die Chat-Integration wieder so funktioniert, wie ich mir das wünschen würde, dann heißt es im Klartext auch, dass wir trotzdem ja auch Kommentare markieren können, auch wenn mal wirklich einer irgendwie durchrutschen sollte, wenn da eine Frage oder so ist, dann können Annette oder Florian mir die auch markieren und ich sehe die dann. Ich sag's euch, das sind so viele potenzielle ja, Dinge, die da schiefgehen können. So, wartet, ich probiere mal gleich noch was aus, weil ich selbst ja auch Moderator bin. Ich will gerade mal ausprobieren, ob das jetzt hier mit dem Link so funktioniert, wie ich mir das denke. Ist fies, ne? Ich sage, es gibt neue Projekte, loggt euch hier in so einen Stream und dann teste ich an euch, was funktioniert und was nicht. So. Ja, fast gut, fast gut. Okay, ignoriert es, ihr seht, es funktioniert noch nicht ganz, es hat noch keinen weißen Hintergrund. Hi, ich sag's euch, sowas merkt man auch immer erst im Live-Betrieb. Okay, war bisher in meinen Tests kein Problem, aber ihr dürft dreimal raten, warum, weil da hinten dran einfach nichts war. Also, liebe Moderatoren, es tut mir auch leid, ich kann das jetzt zwischendrin nicht wegmachen. Benutzt das Link-Ding heute noch nicht. Das kriege ich aber bis zum nächsten Mal hin, damit das funktioniert. Gott, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie nervös ich bin. Völlig aufgekratzt und aufgedreht, weil ich einfach nicht sicher war, ob ich das hier irgendwie zum Laufen kriege oder ob ich es nicht zum Laufen kriege. Ich tüftel sehr viel, ja, auch an diesen Sachen. Wer meine Projekte schon länger verfolgt, der weiß, dass in mir ein ausgewachsener Monk wohnt. Und wenn ich mir sowas erstmal in den Kopf gesetzt habe, dann ist es ganz, ganz schlimm. Ja. Alicia sagt, sie konnte ihn scannen, den Code mit dem Handy. Okay. Ja, genau. Das nächste Mal wird es noch besser, aber ich muss es einfach erstmal komplett ausprobieren und deshalb, wie gesagt, seid ihr heute mal knallhart meine Versuchskaninchen und wir testen das einfach. Es gibt noch ich habe vorhin schon gelesen bei dem einen oder anderen, ihr wartet noch auf das Osterei ohne Kleben. Das kommt. Ich werde versuchen, das jetzt der Anfang der nächsten Woche fertig zu machen. Ich werde versuchen, mir wirklich diese Woche mal ein Wochenende zu gönnen. Ich hätte das echt bitter nötig nach der Vorbereitung von diesen ganzen technischen Sachen diese Woche. Ich sag's euch, das geht dann auch immer sehr lang. Also wenn ich an sowas dran bin, dann hocke ich bis nachts um 3 hier vor der Kiste und habe dann schon solche Augen und dann kann ich nicht schlafen, weil mir diese Probleme, die da noch zu beheben sind, dann irgendwie durch den Kopf gehen und das ist immer alles irgendwie sehr anstrengend. Also es war eine Woche, die war vorbei wie im Flug. Die gute Frage und da hat das Markieren auch funktioniert. Mela, ich lese gerade deine Frage, dass die Kommentare auch rechts neben dem Video stehen, warum ich die nochmal links im Video drin habe. Einfach deshalb, das hat sich so ein bisschen daraus entwickelt, dass ursprünglich ich nicht nur hier auf YouTube live war, sondern YouTube und Facebook. Und wenn du dann, man ist ja dann normalerweise nur auf einer der beiden Plattformen und dann sieht man nur die Kommentare, die auf der Plattform reinlaufen. Das heißt, die bei YouTube sind, haben dann die Facebook-Kommentare nicht gesehen und umgekehrt. Und ansonsten finde ich das ehrlich gesagt eigentlich auch deshalb ganz schön, weil ihr dadurch selbst auch Teil dieser Übertragung seid. Und ich versuche dann ja schon auch immer auf eure Fragen irgendwie einzugehen und ich finde, wenn man nachher das Video nachschaut und nicht live dabei war, dann kann man so, glaube ich, ein bisschen besser nachvollziehen, was ich hier erzähle. Ne? Also wenn ich so eine Frage beantworte, dann lese ich die manchmal nur und bin noch nicht so fit darin, die auch vielleicht nochmal vorzulesen, damit jeder weiß, um was es gerade geht. Und ich denke immer, wenn die Kommentare dann wirklich auch hier einmal in dieser Box mit eingeblendet sind, dann kann ich da auch später im Video ein bisschen besser eine Verbindung herstellen. Dürft ihr mir aber auch gerade mal sagen, wenn ich euch schon alle hier habe, ob ihr das okay findet. Ich meine, ich könnte diese Chatbox natürlich aus dem Video auch rausschmeißen. Dann hätte ich eine Sache weniger, mit der ich kämpfen muss. Ja, Sabine schreibt, man kann auch den YouTube-Chat anschalten und mitlesen. Das geht theoretisch, aber auch da gab es schon Probleme, dass dann die Wiedergabe nach dem Live irgendwie nicht funktioniert hat. Das war auch irgendwie doof. Also da war ich auch noch nicht so glücklich drüber. Und Silvi findet es unnötig. Ja, haut mal raus. Würde mich total interessieren, weil ich richte mich letzten Endes nach euch. Wenn ihr alle sagt, nee, komm, dieses komische Chatfenster kann weg, dann sehen wir mehr von deinem Zimmer und von dem, was du drumherum so machst. Dann könnte ich es durchaus rausschmeißen. Aber ich finde es eigentlich ganz schön, weil ich dann nicht mehr hier alleine der Unterhalter bin, sondern weil ihr auch da seid. Ja, klar, also man sieht,
wenn man das wegmachen würde, die Chatbox, sieht man mehr hier von dem Drumrum. Aber tatsächlich war auch so mein Empfinden, also so breit bin ich Gott sei Dank noch nicht, dass ich den Platz hier außenrum auch noch unbedingt bräuchte. Und ich gucke ja normalerweise schon, dass ihr trotzdem in dem Kamerafenster immer alles sehen könnt, was es irgendwie auch zu sehen gibt. Also ich finde, so für Lives, in denen ihr wirklich auch selbst irgendwie teilhaben sollt, finde ich das eigentlich ganz gut. Ja, Annika ist es relativ egal. Ja, könnt ihr bitte euch einfach nochmal zu aussprechen? Sonja sagt, sie kann es links besser lesen als rechts. Sonja, das kapiere ich jetzt nicht ganz. Kannst du es hier in der Chatbox besser lesen oder kannst du es quasi in dem YouTube-Kommentarfenster besser lesen? Es ist so eine Sache, wie gesagt, eigentlich hat sich das mit der eingeblendeten Chatbox wirklich daraus entwickelt, dass ich am Anfang immer auf Facebook und YouTube live war. Aber die Übertragungen auf Facebook sind total nervig, wenn ich ganz ehrlich bin. Okay. Chatbox meint sie bestimmt ist größer. Ich glaube sogar, ihr könnt in dem YouTube-Chat, wenn ihr ihn nebenher aufhabt, könnt ihr euch den nicht sogar frei skalieren. Okay. Ich finde es total spannend. In der Chatbox, da sie so klein nicht lesen kann. Okay, nee, ist für mich total spannend. Wir können das sowohl auch mal so wie so ausprobieren. Achtung, das kriege ich jetzt auf Anhieb hin. So schaut das Ganze aus, wenn der Chat raus ist. Und ihr seht direkt mein Chaos im Hintergrund. Wir holen uns den Chat lieber wieder zurück. Umso kleiner das Fenster, umso weniger weit muss ich mein Chaos wegräumen. Tut mir leid, da muss ich jetzt doch mal lachen. Also es ginge auch ohne den Chat an der Seite. Aber ich kann das auch umschalten, wenn es wirklich mal was zu gucken gibt, wo man den Platz braucht, sozusagen. Sabine findet groß echt besser. Okay, also kein Thema. Wenn ihr das mit dem großen Fenster besser findet, ich nehme alle Anregungen, nehme ich hier gerne mit. Dann versuche ich aber trotzdem einen Weg zu finden, wie ich hier zumindest, wenn ich einen Kommentar irgendwie beantworten will, wie ich den reinholen kann. Ja, es geht beides, ist am Ende Geschmackssache. Die einen sind für den Chat, die anderen sind nicht für den Chat. Dagmar sagt, es ist besser im großen Fenster zu lesen. Dagmar, hier im Chat, also hier in meinem Videofenster oder in dem kleinen bei YouTube. Ihr könnt euch aber auch bei YouTube den Chat groß aufmachen, das geht auch. Wie gesagt, ursprünglich ist das Ganze daraus entstanden, dass ich auf Facebook und YouTube gleichzeitig live war und dadurch konnte man wenigstens hier in der Chatbox jeweils die Kommentare der anderen Plattformen auch lesen. Am Anfang fand ich das eine gute Lösung, aber inzwischen überlege ich ernsthaft, dass ich mache vielleicht einfach keinen Multistream mehr, weil auf Facebook läuft es eh nicht so gut. Hier auf YouTube läuft es in der Regel einfach besser. Und deshalb fühle ich mich hier wohler. Und wenn man einen Multistream macht, dann muss man auch wieder beide Plattformen pflegen und so nervige Sachen machen. Da bin ich ganz froh, wenn es nicht sein muss. Ja, Petra sagt, das Chaos kennt ihr schon, genau. Ja, da ist guter Rat teuer. Ich gucke mir das nachher nochmal an. Ich gucke mir nachher nochmal durch eure Kommentare durch. Die von euch, die jetzt auf YouTube dabei sind, sind ja offensichtlich auch keine YouTube-Verweigerer. Das ist schon mal sehr gut. Ich war am Anfang nicht sicher, ob das so klappt, ob alle das sozusagen so mittragen, weil ich ja jahrelang eigentlich meine Sachen immer nur auf Facebook gemacht habe, nicht auf YouTube. Aber ich war relativ begeistert, als ich hier angefangen habe, die Videos auf YouTube zu machen, weil hier die Übertragung einfach viel entspannter ist. Das ganze Einrichten, es läuft alles glatter. Es ist nicht so hakelig. Man muss, wie gesagt, nicht dann irgendwie Kommentare versuchen, zu beiden Plattformen zu posten. Es ist entspannter, wenn es nur auf einer Plattform läuft. So. Was machen wir denn jetzt noch? Wir könnten, wartet, ich gucke mal, ob ich ganz mutig bin. Sabine ist Facebook-Verweigerer. Kann ich verstehen, ich war auch lange Facebook-Verweigerer. Ich bin da nur gelandet, weil ich eben damals nach einer Gruppe gesucht habe, in der ich mich auch zum Thema Plotten austauschen kann. Und da gab es damals noch nicht so die große Auswahl. Das hat dann alles noch irgendwie auf Facebook stattgefunden. Also mit damals spreche ich von 2013, vor 11 Jahren. Da gab es noch nicht so die riesige Plattform.
Frage an alle, stellt die Silvi, könnt ihr in dem Chatfenster auf der linken Seite Kommentare schreiben? Ja, genau. Maren sagt auch, zum Nachschauen ist es wahrscheinlich besser, wenn links die Kommentare mitlaufen, weil man sieht dann halt direkt auch, um was es geht. Sabine schreibt, nein, nur im YouTube-Chat. Ja, dann tauscht euch da ruhig mal aus. Ich bin ja hier immer nur der den Stream raushaut. Ich bin immer froh, wenn ihr euch da auch gegenseitig helft. Wir könnten mal noch eine Tunnelkarte schneiden. Karin schreibt rechts. Ja, also für mich ist es hier eigentlich auch entspannter, wenn ich sehe, was ihr schreibt. Aber ich kann es theoretisch natürlich auch im YouTube-Fenster sehen. Fragen über Fragen. Mit dieser Frage, die hatte ich heute gar nicht auf dem Zettel. So, was machen wir? Ich glaube, wir plotten jetzt tatsächlich noch was zusammen. Ich habe eigentlich ursprünglich gedacht, das machen wir heute mal nicht zusammen plotten, weil ich mit allem noch nicht so weit bin. Aber ich habe hier was ich eigentlich gern sowieso testen würde. Was ich gestern Nacht um Uhr noch weitergemacht, nicht ganz fertig gemacht, aber weitergemacht habe. Vielleicht schalten wir einfach nochmal den Plotter an. Ich atme mal 5-mal durch und dann schalten wir vielleicht wirklich nochmal den Plotter an. Das wird aber, Disclaimer vorweg, wenn wir jetzt nochmal plotten, wie letzte Woche mit der Tunnelkarte, ich habe das noch nicht probiert. Das heißt, es kann sein, dass es jetzt gar nichts wird, dass es alles viel zu filigran ist, dass mir der Plotter aus irgendeinem Grund einen Strich durch die Rechnung macht. Das würde dazu passen, wie das mit der Technik heute hier läuft. Aber ich würde es, glaube ich, ganz gerne probieren. Ich mache jetzt eins. Ja, genau. Ingrid schreibt Tunnelkarte und vielleicht mit dieser Software, gerne. Ich schicke euch jetzt, ich schicke euch jetzt mal ganz kurz in die Pause. 1 Minute Pause. In der Zeit versuche ich hier die Software einmal quasi bildschirmtechnisch auch in den Stream reinzukriegen. Und dann plotten wir gemeinsam. Ah ja, und andere Frage von Dagmar, die beantworte ich erst noch schnell. Ob ich bei der Cameo 5 die elektrostatische Matte ausprobiert habe. Dagmar, nein, habe ich nicht. Ich habe bei der Cameo 5 nur mit der normalen Matte gearbeitet. Aber ich habe meine Cameo 5 ja wieder zurückgeschickt, weil sie mir im Vergleich zur Juliet einfach zu langsam ist. Und wir machen auf jeden Fall nochmal ein Live mit der Juliet zum Thema Print and Cut. Da würde ich aber gerne auch vorher was vorbereiten und dazu bin ich diese Woche einfach überhaupt gar nicht gekommen. Machen wir aber sehr gerne, habe ich selber auch Lust drauf. So, ich versuche das jetzt mal, ob mir das gelingt, euch in eine 1-minütige Pause, Unterbrechung zu schicken. Miller wollte nicht so ein Chaos anstiften. Miller, alles gut. Ich freue mich immer total, wenn ihr mir Feedback gebt zu allem drumherum. Nicht nur zu den Projekten, sondern auch zu dem, wie das hier auf YouTube läuft. Ich bin über jedes Feedback glücklich, weil ich versuche das wirklich für alle irgendwie so gut wie möglich zu machen und ich bin ein ewiger Optimierer. Es fällt uns immer noch irgendwas auf, was besser oder anders werden kann. Ich übe jetzt aber auch regelmäßig. Also ich würde sagen, nächste Woche gleich wieder Stream. Bis dahin gibt es hoffentlich die fertigen Ostereier zu zeigen. Dann können wir so ein bisschen gucken. Und das andere, wenn mir das jetzt gelingt, das mit diesen Kundenfotos ein bisschen schöner zu machen, dann können wir auch immer gemeinsam gucken, was ihr für schöne Fotos hochgeladen habt. Also irgendwas haben wir eigentlich immer zu besprechen. So, jetzt aber Achtung. Ich bin gespannt, ob es klappt. Pause. So, ich hoffe, ihr hört mich und ich hoffe, ihr seht schon einmal hier Leonardo Design Studio auch offen. Ob das jetzt mit der Pause geklappt hat, ich bin nicht so sicher. Ich glaube, ihr wart zum größten Teil in der Pause. Aber ich glaube, sie war wahrscheinlich etwas länger als 1 Minute. Also auch daran arbeiten wir noch. Der eine oder andere hat wahrscheinlich Werbung gesehen, der eine oder andere hat keine Werbung gesehen. Genau, wer YouTube Premium hat, hat definitiv keine Werbung gesehen. Ich hatte jetzt zwischendrin einfach sonst einen schwarzen, geht gleich weiter Bildschirm. So sollte es dann eigentlich sein. Den würde ich natürlich langfristig gern auch noch ersetzen. Hier könnte man auch super nochmal Kundenfotos zeigen. Ansonsten habe ich jetzt hier nichts weiter gemacht, als einfach zumindest hier schon mal meine Tunnelkarte in die Software zu laden. Ich schneide wieder auf einer großen Matte. Und bevor ich euch das Ganze einblende, würde ich jetzt selber noch ganz gerne ganz kurz wissen, wie das hier aussieht, ob ich euch einmal die Juliet quasi zeigen kann. Wartet mal, das muss ich jetzt selber erst noch ganz kurz rausfinden, ob das schon passt. Ja, ne? Juliet, seht ihr? Ha!
Wir müssen noch einmal hier die Matte rausnehmen. Ich muss einmal mein vorheriges Projekt ablösen. Hier habe ich übrigens noch so kleine Teile auf Vorrat geschnitten. Ich sehe gerade, dass ich nicht sicher bin, ob es funktioniert, weil ihr seht, glaube ich, nur ein Standbild. Ist das ärgerlich? Wartet, dann hole ich euch einmal zu mir zurück. Das ist die Sache, von der ich vorhin erzählt habe, dass ich gekämpft habe mit der Technik heute, weil diese zusätzliche Kamera, die hier oben hängt, heute nicht so will, wie ich will. Also ihr seht hier noch Verbindungsteile von der Seite. Ich hoffe, ich bin wieder da. Ich hoffe, ihr seht jetzt ganz kurz mich. Leonardo ist jetzt wahrscheinlich gerade ausgeblendet. Software holen wir uns gleich zurück. Ich mache erst einmal noch schnell die Teile von der Matte. Ich mache das ganz gerne so, dass ich, wenn ich hier für die Tunnelkarte die Seitenteile schneide, dann schneide ich gleich ein paar mehr. Auch hier habe ich quasi wieder ein A4-Papier voll gemacht, weil die Frage letzte Woche kam. Noch ein kleiner Tipp oder ein Hinweis quasi zum Material. Und zwar mache ich das gerne so, dass ich bei den Tunnelkarten und Mini-Tunnelkarten diese Seitenteile hier, diese hier, dass ich die gerne aus Kopierpapier schneide. Einfach damit die Karte dann insgesamt, wenn man die platt macht, nicht so dick ist. Man kann da theoretisch auch normalen Tonkarton dafür verwenden, aber dann wird das Ganze steifer und dicker. Und deshalb nehme ich hier eigentlich ganz gerne einfaches Kopierpapier und dann auch meinen Bogen A4. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwie einen Anlauf machen soll, aber ich glaube, es macht heute keinen Sinn, mit dieser Kamera zu kämpfen. Die will heute aus irgendeinem Grund nicht. Ich weiß selbst ehrlich gesagt nicht, warum. Ob das ein Thema mit dem Kabel ist, ich sage euch, das ist immer so eine Sache. Wartet mal, ich probiere eins aus. Ich lege euch jetzt gerade noch mal, wie mache ich das am gescheitesten? Gar nicht am gescheitesten. Wir probieren was. Ich probiere was anderes. Ihr kriegt die Cameo-Kamera, wenn die funktioniert. Die funktioniert. Und jetzt probieren wir mal, ob wir, wenn wir rüberfahren, heute ist Improvisationstag. Wundert euch nicht, die hat so einen automatisch bewegbaren Kopf quasi. Ich entführe jetzt die Cameo-Kamera und wir machen daraus eine Juliet-Kamera. Wenn das jetzt zumindest funktioniert, bin ich ja schon mal einigermaßen glücklich. Ja, dann haben wir wenigstens trotzdem ein Live-Bild. Ja, Alicia fragt ansonsten noch, ob jemand von euch schon die elektrostatische Matte für die Cameo 5 hat. Antwortet der Alicia ruhig mal. Die überlegt wahrscheinlich, ob sie sich die selbst anschaffen will. Alicia, das Einzige, was ich dir dazu sagen kann, ist, dass ich nicht die Cameo 5, sondern die Curio 2 mit elektrostatischem Bett getestet habe. Und wenn die Elektrostatik bei der Cameo 5 nicht wesentlich besser funktioniert als bei der Curio 2, dann kann man diese Funktion getrost vergessen. Also zumindest für Papierprojekte in der Grammatur, wie ich sie hier normalerweise schneide, einfach, weil das nicht gut genug hält. Also so war es zumindest bei mir. Es mag auch Leute geben, die damit irgendwie happy sind, aber ich sehe ehrlich gesagt den riesen Vorteil gegenüber von der richtigen klebrigen Schneidematte nicht, außer dass man sich vielleicht das Klebrigmachen der Schneidematte erspart. Aber weiß nicht. Habe das seit Jahren, kenne ich das eigentlich nicht anders, als dass ich mich halt um meine Matte kümmern muss. Insofern sehe ich da sozusagen den großen Vorteil noch nicht. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Wer da schon Erfahrungswerte hat, darf gerne mal was dazu schreiben. So. Dann schmeißen wir jetzt hier einmal gemeinsam den Plotter an. Ich packe einmal meinen Tonkarton auf die Matte. Den habe ich heute auch ziemlich großzügig zugeschnitten. Wir rollen das auch einmal fest. Wenn die Matte jetzt noch richtig knackig gut kleben würde, würde ich hier auch nichts festrollen. Aber diese Matte müsste eigentlich mal aufgefrischt werden. Und deshalb rolle ich das Ganze jetzt gerne vorher einfach ein bisschen an. Lege meine Matte einmal ein. So. Ich habe mir hier so eine kleine Linie hier reingezeichnet, an der orientiere ich mich einfach und klemme die Matte dann einmal fest. Dann switchen wir mal zum Bildschirm. Mal gucken, ob das jetzt wenigstens auf Anhieb klappt. Achtung, zack. Jetzt seht ihr einmal die Webcam-Software im Weg. Ich sage ja, heute läuft's. Und ich mache jetzt hier auch gar nicht viel. Ich habe einfach einmal die Tunnelkarte hier in die Software gebracht. Wundert euch nicht, dass da noch so ein zusätzliches Teil rumliegt. Da habe ich mich einfach selbst noch nicht entschieden,
wie rum ich das gerne umsetzen will, ob quasi mit Rückwand geschlossen oder mit ohne Rückwand geschlossen. Ich glaube, wir plotten die Variante mit der geschlossenen Rückwand. Schwierig. Das kommt ein bisschen darauf an, ob man das nachher eigentlich mit einer Erweiterung kombinieren will oder ob man das nicht mit einer Erweiterung kombinieren will. So. Und dann gehe ich einfach einmal zum Design senden, sage, er soll von mir aus nur die Markierten schneiden, die Farben nicht separieren. Und hier seht ihr noch, dass ich vorher Kopierpapier geschnitten habe und dass ich vergessen habe, einmal zu sagen, er soll die aktuelle Mattenposition verwenden. Gehe hier mal mit dem Druck hoch auf 60. Wir lassen mal die Geschwindigkeit bei 8 und senden das Ganze einfach. Das zumindest hat schon mal funktioniert. Und jetzt seht ihr hoffentlich auch die Juliette, die was arbeitet. Ich lese gerade Nadine, die schreibt, die Plottertante war gestern mit der Curio 2 live und hat einiges mit Papier geschnitten. Dann würde ich doch sagen, schaut doch da gerne einfach mal rein. Ist ja schon immer ganz spannend, wenn man sich das bei jemand anderem einfach erstmal angucken kann. Ich schneide im Moment halt wirklich eigentlich alles mit der Juliette, deshalb habe ich die Cameo 5 auch nicht behalten, weil ich es Quatsch finden würde, wenn man einen Plotter hat, der einfach nur dasteht. Bianca fragt, ob sich der Silhouette-Kurs auch lohnt, wenn man nur lernen möchte, mit der Software umzugehen. Ich kann noch gar nicht versprechen, Bianca, dass, ob und wann ich wieder einen Silhouette-Kurs anbiete. Ansonsten wäre die Antwort auf jeden Fall meiner Meinung nach ja, lohnt sich. Aber ja, ihr fragt da jetzt halt in dem Moment auch mich. Im Silhouette-Kurs haben wir wirklich einfach vor allem die Grundlagen der Software bearbeitet. Wir haben uns zwar im Silhouette-Kurs auch so ein paar sehr Silhouette-spezifische Sachen wie CB09 und so weiter angeschaut, aber ansonsten würde ich sagen, ja, lohnt sich auf jeden Fall, weil es geht halt sonst wirklich komplett um die Software. Das heißt, wenn du jetzt den Hintergedanken hast, dass du vielleicht einen anderen Plotter verwendest und das Ganze dann rüberholst aus Silhouette in die andere Software, kannst du die ganzen, wie erstelle ich Formen, wie passe ich irgendwas an, auf jeden Fall auch verwenden. Bianca hat überlesen 2023. Ja, das ist noch alt, Bianca. Aber ich, ja, lass es mal auf mich wirken. Was es jetzt demnächst definitiv gibt, ist der Club an alle, die dabei sind und keine Clubbis sind in diesem Jahr, noch keine Clubbis sind in diesem Jahr. Ihr könnt euch gerne mal überlegen, mein Club startet jetzt bald am 29. Februar, ich hoffe, ich erzähle gerade keinen Mist, ist der erste gemeinsame Clubabend, an dem wir zusammen basteln. Es gibt dieses Jahr nur 8 Termine. Wir haben das ein bisschen abgespeckt, dass ich zwischen den Terminen einfach ein bisschen mehr Zeit habe, auch die Sachen wirklich schön vorzubereiten. Wer noch Lust hat, aktuell könnt ihr noch dazukommen. Ich werfe hier rückwärts einmal einen ganz kurzen Blick auf das, was der hier macht. Sieht eigentlich ganz gut aus, abgesehen davon, dass die Matte nicht mehr gut genug klebt. Wir gucken einfach mal. Ha! Ich bin selber jetzt gespannt. Das mache ich jetzt, habe ich letzte Woche ja das erste Mal gemacht, dass ich mit euch was plotte, was ich vorher noch nicht geplottet habe. Also neues Motiv. Ja. Ja, danke Florian, hat auch den Link zum Club nochmal reingepostet. Leider funktioniert es jetzt heute hier noch nicht mit der Einblendung, aber auch das kriege ich in Zukunft noch hin. Anita fragt gerade, ob man den Club auch später einsteigen kann. Anita, das ist aktuell nicht geplant und ich versuche auch einmal ganz kurz zu erklären, warum das nicht geplant ist. Sorry, Achtung, ich höre hier, dass sich irgendwie mein Papier lockert. Das ist deshalb nicht geplant, weil es für mich in der Admin schwierig ist, das zu trennen. Weil du musst dir vorstellen, wenn man den Club bucht, dann kriegt man über die Clubbuchung automatisch auch Zugriff auf die ganzen Projekte, die wir im Club umsetzen. Und wenn ich jetzt Einzelne hätte, die den Club quasi außerhalb der regulären Buchungsdauer buchen, dann müsste ich wieder extra Code dafür schreiben, dass die dann erst Zugriff ab dem Zeitpunkt bekommen, wo sie dazukommen. Es ist alles unfassbar kompliziert, dann müsste der Preis ja auch anders sein. Und deshalb war das in den letzten Jahren eigentlich immer so, dass du wirklich nur, bevor es losgeht, auch einsteigen kannst. Hat auch den Vorteil, wir basteln ja im Club dann an Zoom-Abenden quasi gemeinsam. Dass alle dann irgendwie auch Bescheid wissen, ne? Dass jeder weiß, okay, das ist der Zoom-Link, okay, das ist das Passwort, so und so viele Tage vorher
kommt die Datei und man nicht jedes Mal wieder neue mit dabei hat und dann wieder ganz von vorne anfängt mit zu erklären, wie läuft es hier bei uns. Und wir sind dann auch nach einer Weile eine relativ eingeschworene Truppe. Das habe ich hier gerade wieder gehört. Also Memo an mich und an euch. Es ist einfach nicht gut, wenn die Matte nicht mehr gut klebt. Ich muss mal gucken, ob das mit der Matte funktioniert. Daran seht ihr auch, dass ich bis jetzt nichts geplottet habe die Woche. Außer die Mini-Tunnelkarte mit dem Vögelchen und die hat noch funktioniert. Nadine fragt, ob der Club auch sinnvoll ist, wenn man noch kein Profi mit dem Papierplotten ist. Nadine, ich würde sagen, auf jeden Fall. Du hast ja Zeit, die Sachen auszuschneiden. Wir plotten nicht an dem Abend, sondern du kriegst die Datei rechtzeitig vorher, damit du auch wirklich alles irgendwie ganz in Ruhe vorbereiten kannst. Und wenn du da zwischendrin irgendwo Probleme mit dem Schnitt hast, kannst du dich auch bei mir melden. Da wär nur mein Tipp der, wenn du gerade sagst, du bist noch relativ frisch mit dem ganzen Thema, dass du dann einfach die Datei nicht zu lange liegen lässt, sondern sobald sie kommt, dann wirklich den Plotter auch anmachst und guckst, wie du zurechtkommst. Und wenn du nicht zurechtkommst, dann meldest du dich einfach, dann helfe ich auch weiter. Ja, Veronika schreibt auch, man kann auch immer wieder alles fragen. Könnt ihr wirklich. Das Einzige, was ich wirklich sagen muss, ist, ihr müsst ein bisschen Geduld mitbringen mit mir, mit allem, weil ich normalerweise echt Wert darauf lege, dass halt alle auch irgendwie mit an Bord sind, dass alle irgendwie mitkommen, dass man keinen irgendwo hängen lässt, dass man keinen irgendwo unterwegs verliert oder abhängt. Und das bedeutet aber halt auch, dass die vielleicht ein bisschen fixer unterwegs sind, mitunter einfach ein kleines bisschen, ja, mal irgendwo ein bisschen warten müssen, es mal einen kleinen Moment irgendwo länger dauert, ne? Das sollte euch quasi klar sein. Also wahrscheinlich ist man, wenn es einem um Tempo geht, schneller, wenn man alleine zu Hause bastelt. Aber ich glaube, was an dem Club auch ganz cool ist, ist, dass er einfach auch ein bisschen aus der Komfortzone rauskommt, dass man mal Sachen macht, an die man sich sonst vielleicht auch nicht rantrauen würde. Wo man vielleicht auch sagt, ach Mensch, hätte ich mir jetzt vielleicht gar nicht so unbedingt als Projekt ausgesucht, aber ist ja eigentlich doch ganz cool. Also ihr wisst ja quasi vorher auch nicht, was kommt und dadurch hat man, finde ich, dann auch immer so ein bisschen Projekte, ja, die einem einfach mal so ein bisschen fordern. So, hier habe ich das Ganze einmal aus der Matte geholt, hier aus dem Plotter geholt. Hier seht ihr, das ist das, was ich gemeint habe mit die Matte klebt nicht mehr so toll. Es hat sich also hier schon beim Schneiden irgendwie gelöst. Ich brauche jetzt auch mal ein Messer zum Nachhelfen. Wo wir wieder bei der Frage sind, vielleicht ist elektrostatische Matte doch ganz cool. Gerade habe ich noch gesagt, nee, brauche ich nicht, weil eigentlich Klebrigkeit der Matte kein Thema. Aber ich war diese Woche auch einfach wirklich wenig am Plotter. Wenn uns gar nichts anderes einfällt, dann frischen wir die Matte auch einfach noch gemeinsam auf. Dann wäre das auch erledigt, ne? Dann könnte ich auch wieder richtig plotten jetzt die nächsten Tage. Hier ist irgendwo ist es immer noch richtig, noch nicht ganz durch. Aber ansonsten glaube ich, dass ich zumindest mit dem Motiv zufrieden bin. Der Schnitt ist jetzt noch nicht so bombig geworden. Sag mal, hier muss ich gleich mit dem Lineal noch mal dran. Aber der ganze Rest ist eigentlich, glaube ich, schon ganz gut. Hier ist auch durch. Und man merkt es hier auch einfach, hier hat das Ganze nicht mehr gut genug geklebt. So. Die Kreise haben toll funktioniert. Überall da, wo die Matte noch gut genug klebt, hat es generell toll funktioniert. Und hier habe ich noch so Stellen, wo ich nicht richtig durch bin. Wer mich jetzt kennt, weiß, dass ich den Plotter jetzt gleich wahrscheinlich noch mal anschalte, weil mich sowas ehrlich gesagt nervt. Ich habe überhaupt keinen Bock, da x Stellen von Hand irgendwie rausnehmen zu müssen. Ich habe eigentlich immer die Erwartungshaltung, wenn ich plotte, dass genau diese ganzen Kleinteile auch selber auf der Matte bleiben. Aber ansonsten, abgesehen davon, dass ich jetzt hier gerade noch fütteln muss, was sagt ihr? Herz ist gut? Ich dachte jetzt, ist auch wieder so ein Projekt, das schon ewig auf meiner Festplatte schlummert, wo ich gestern Abend ganz spät noch mal dran gegangen bin, weil ich wirklich einfach mal was anderes machen musste. Ich hatte einfach Bock, mal an einem Projekt zu arbeiten und nicht nur diese ganze Codeschreiberei, da wird man irgendwann blöde von. Geht zumindest mir so. Zumal, ja, es ist halt einfach, ich glaube, ich liebe das Plotten, weil ich es einfach mag, dass ich dann ein Ergebnis in den Händen habe. Ne? Dass ich einfach was Fertiges habe. Das ist auch was an den Tunnelkarten wirklich so schön ist, dass man da so schnell auch irgendwie zu einem Ergebnis kommt. Hier hängt immer noch was. Ich hasse sowas. Ich kann das echt nicht leiden, wenn ich da irgendwo noch mit dem Messer dran rumschneiden muss. Aber so ist es.
Wir putzen jetzt noch schnell die Matte zusammen. Das hat alles keinen Sinn. Ich ärgere mich sonst morgen sofort wieder. Weil man denkt dann immer, ach komm, das ist jetzt das eine Teil, das wird schon noch gehen. Das ist das, was da in meinem Kopf passiert, wo vielleicht der ein oder andere auch sagt, ja, kenne ich den Gedankengang. Und dann macht man das und dann ärgert man sich, dass man nicht doch die paar Minuten investiert hat und einfach kurz diese doofe Matte sauber gemacht hat, weil man sich das ganze Gefüddel dann nämlich sparen kann. So, jetzt können wir einfach einmal sortieren. Hier wäre vielleicht auch eine andere Farbe geil gewesen. Das machen wir dann gleich noch, wenn wir jetzt einmal den Plotter sowieso nochmal anschalten, dass wir da nochmal eine andere Farbe hinten dran packen. Und die andere Variante wäre hier in der Mitte offen. Da ist aber halt die Frage, wie man es umsetzt. Weil wenn man jetzt wirklich nur die Tunnelkarte umsetzt, so wie ich meine normalen Tunnelkarten umsetze, also mit dem Verbindungsteil hier an der Seite, mit den 4 Lagen, dann wäre das ja die letzte Lage. Und hier könnte man jetzt von Hand zum Beispiel noch Text draufschreiben oder ihr könntet auch in der Software Text draufschreiben und daraus ein Print-and-Cut-Projekt machen zum Beispiel. Wir putzen jetzt einmal Matte und schneiden nochmal so eine Zwischenlage. Sagst ja, ich entscheide diese Dinge auch hier im Stream gerne mal spontan. Ich bin hier heute nicht reingegangen, habe gesagt, heute putzen wir die Matte. Petra sagt, der Club ist aktuell nicht zu sehen. Warte, Petra. Sorry, ich muss gerade auch noch mal über eure Kommentare lesen, weil ich jetzt einfach so vor mich hingearbeitet habe. Ich gucke jetzt einmal ganz kurz bei euch durch. Wartet, ich komme hier auch noch mal zu euch zurück. Winke, winke. Und dann gucke ich noch mal ganz kurz, ob ich hier noch irgendwas habe, das ich euch einfach erst noch gern beantworten will, bevor es hier weitergeht. So, und ich habe vorhin noch gesagt, man kann hier ja einzoomen. Jetzt kann ich nur noch einen Kommentar lesen. Ja, der Club hat was vom Ganzjahres-Adventskalender, sagt die Ingrid. Genau so ist es. Man kann sich jedes Mal irgendwie wieder überraschen lassen. Wunderbar. Und ich gucke gerade mal, Annette hatte eigentlich sogar den Link zum Club, glaube ich, schon reingepackt. Ne? Ja, wunderbar. Doch, alles gut. Ich weiß zwar nicht, der müsste eigentlich im Shop auch sichtbar sein. Ja, ist er auch, aber halt relativ, man muss ein bisschen scrollen. Gut, bin ich da auch beruhigt, dass das auch funktioniert. Okay. Ja, Maren fragt nochmal, ob wir bald Print and Cut mit der Juliette machen. Ja, Maren, machen wir auf jeden Fall. Nur nicht heute. Ich weiß, ich verdrüste dich schon eine Weile. Wir wollten ja unbedingt mal den Strauß Print and Cut mäßig mit der Juliette machen. Machen wir auch. Ich habe nur diese Woche es überhaupt nicht geschafft, selber nochmal irgendwie ein bisschen zu probieren und mich so ein kleines bisschen vorzubereiten. Und deshalb hätte das diese Woche keinen Sinn gemacht. Aber ich will nichts versprechen. Vielleicht schaffe ich das, dass wir das nächste Woche machen. Dann hätten wir das Thema nämlich auch mal behandelt, weil das wollen wir jetzt ja eigentlich schon länger gerne uns mal angucken. Dann machen wir das vielleicht einfach nächste Woche im Stream, dann wüsste ich auch schon, was wir machen. Und ihr wüsstet auch schon, was wir machen. Obwohl ich immer nicht weiß, für wie viele das wirklich interessant ist, weil ich glaube, wir Caesar-Nutzer sind noch akut in der Unterzahl. Ich weiß, ein paar habe ich mit meinem Juliette-Wahnsinn schon angesteckt. Aber ich glaube, wir sind immer noch ja, deutlich weniger als jetzt zum Beispiel Silhouette-Nutzer oder so. Achtung, sorry, ich wackel ganz kurz. Ich muss euch die Kamera mal ein bisschen höher hängen, damit man ein kleines bisschen mehr von der Matte auch sieht. So. Gut. Dann putzen wir nämlich einmal gemeinsam, frischen einmal die Matte ein bisschen auf und dann kann ich dann auch wieder ein bisschen beruhigter hier mit meinen Projekten starten. Weil es immer doof ist, wenn einem dann irgendwie ein Teil komplett flöten geht. Zum Saubermachen nehme ich sehr gerne meinen Spachtel. Das heißt, ich schiebe jetzt die Papierreste gerade erstmal runter. Für die, die sich fragen, letzte Woche hatte ich auf einer Nicht-Originalmatte gearbeitet. Tatsächlich habe ich die jetzt schon wieder weniger benutzt, weil ich da irgendwie das Gefühl hatte, dass diese Nicht-Originalmatte im Mattentransport nicht ganz so schön ist wie die Originalmatte. Soll heißen, wenn ich da einen zweiten Schnitt gesendet habe, dann ist er mitunter nicht genau da gelandet, wo ich ihn gerne haben will. Und das ist oft ein Zeichen dafür, dass die Matte nicht ganz so tut, wie man sich das wünscht, weil die Matte ja für den Transport durchs Gerät verantwortlich ist. So, ich sprühe da jetzt einfach nur Wasser drauf aus so einer Sprühflasche. Hat sich bei mir auch irgendwann entwickelt, unter anderem, weil ich hier oben auf diesem Stockwerk keinen Wasserhahn habe. Ist aber auch so ganz praktisch, weil da muss man nicht alles so unheimlich höllisch nass machen. So feucht reicht eigentlich. Dann verteilen wir das Wasser einfach so ein kleines bisschen auf der Matte.
und lassen dem Ganzen kurz Zeit, weil dann weichen diese Papierschnipsel immer so schön an und saugen sich schön voll und lösen sich dann gut von der Matte. Und zum Ablösen nehmen wir dann einfach gleich den Spachtel. Küchenkrepp habe ich auch schon zurechtgelegt. Das benutze ich dann gleich, um diese Flusen, die ich da runterhole, so ein bisschen einzuwischen. So, wie ist es, ihr Lieben? Ja, seid ihr noch da? Es tut mir leid, ich bin heute ein bisschen technisch neben der Spur. Dieser Stress vor dem Start des Streams, der steckt mir immer noch so ein kleines bisschen in den Knochen, weil da alles irgendwie nicht so geklappt hat, wie ich mir das gewünscht habe. Und das ist dann auch, es mag doof sein oder doof klingen, aber diese Kleinigkeiten, die setzen mir tatsächlich zu, vor allem wenn man die ganze Woche da so dran gearbeitet hat und sich dann so auf diesen Moment freut und dann dieser Moment in die Binsen geht, weil irgendwie die ganz andere Technik streikt. Weil ich Mela gerade lese, sind die Klebestifte besser als Sprühkleber für die Matte? Ich würde sagen ja, und zwar benutze ich hier immer sehr gerne den Zig Two-Way-Kleber. Ich habe einen so einen Klebestift immer unheimlich lang. Was ich an denen total gerne mag, ist, dass man nichts abkleben muss. Wenn ich mit Sprühkleber die Matte auffrische, dann muss man außenrum immer die ganzen Kanten von der Matte abkleben. Das kann ich gleich nochmal versuchen, auch aus der Nähe zu zeigen. Habe ich ganz früher gemacht, bevor ich hier diesen Kleber für mich entdeckt habe, habe ich die Matte wirklich immer abgeklebt und habe Sprühkleber verwendet. Aber wie gesagt, man muss halt nebeln, dann hat man hier innen, also ne, wenn du das wie ich hier im Innenraum machst, dann hast du irgendwo den Sprühkleber, wo er nicht hin soll. Und ja, das ist immer so mittelgut. Petra schreibt, der Chat ist weg, Werbung. Ich habe keine Ahnung, warum ihr jetzt Werbung habt. Ich habe auf keinen Werbeknopf gedrückt. Kann einer zum Entspannen einen Karnevalwitz? Ja, Florian sagt auch, die Chatverbindung macht auch Probleme. Ich weiß auch nicht, was da heute los ist. Es ist ja heute, manchmal ist es halt wie verhext. Das nehmen wir jetzt einfach mal so hin, kann nächste Woche nur besser werden. Nee, keine Werbung, keine Werbung, keine Werbung. Ja, Schatz. Ach ja, es ist immer wieder spannend. Sehr lieb übrigens, dass ihr so Feedback gebt, ne? Das ist für mich total gut, weil ich kann nur auf meiner Seite machen und freue mich dann immer, wenn ich auf eurer Seite lese, wie es klappt oder wie es nicht klappt. Das war zum Einziehen übrigens von dem Wasser schon lang genug. Das heißt, wir wechseln jetzt einfach nochmal und jetzt schrubben und schaben wir einfach einmal gemeinsam. Das habe ich früher übrigens immer mit einem Schwamm gemacht. Wartet, ich habe auch so einen hier. Den kann man auch zusätzlich noch mit zur Hilfe verwenden, wenn man möchte. Einfach hier so ein klassischer Küchenschwamm, hat wahrscheinlich auch jeder zu Hause. Ich benutze aber sehr gerne inzwischen nicht nur den Schwamm, sondern wirklich auch den Spachtel, weil ich immer das Gefühl habe, dass man mit dem Spachtel eben Metall auf Plastik zusätzlich die ganzen Grate, die man so mit der Zeit in die Matte kriegt, auch wieder glatt zieht. Ne? Dadurch ebnet man die Matte auch so ein Stück weit ein. Ja, und jetzt wird einfach fleißig geschabt. Ich sage schon mal sorry für die Geräusche, die ihr jetzt wahrscheinlich hört. Und kann man das, ich weiß nicht, ob ihr das unter der Kamera seht, aber ich hoffe, man sieht es, dass da jetzt gleich sich so eine bunte Masse hier irgendwie bildet. Und das sind eben die ganzen Papierfasern, die sich hier lösen, die man einfach von der Matte entfernt. Und oftmals reicht schon dieses nur mit Wasser sauber machen, dass die Matte wieder stärker klebt. Je nachdem, wie neu die Matte ist, kann es aber trotzdem Sinn machen, dass man, wenn man das Ganze jetzt gleich sauber gemacht hat, man die Gelegenheit auch nutzt und gleich noch ein bisschen Kleber aufträgt. Eigentlich ist das gar nicht schlecht, ne? Ich habe so Themen, zu denen ich schon ewig mal neue Videos machen wollte. Matte putzen gehört dazu. Mattenbau würde eigentlich auch dazu gehören, mal eine Matte komplett selber herstellen. Es steht schon ewig auf meiner To-Do-Liste, dazu mal ein neues Video aufzunehmen. Aber vielleicht machen wir das in Zukunft einfach so, dass wir das im Stream machen. Warum ein Video aufnehmen, wenn man das auch im Stream machen kann? Ja, Heike schreibt gerade, da ist richtig viel Dreck drauf. Und Heike, du hast die Matte ja vorher gesehen, ne? Ich finde, im nicht nassen Zustand hat es gar nicht so schlimm ausgesehen. Aber das ist eine Mischung aus Kleber, der sich jetzt hier von der Matte löst, und Papierresten. Und das ist auch die Erklärung, warum jetzt das Ganze so schlecht geklebt hat.
weil die roten und die ja so mehr violettlichen Reste, die hat man vielleicht auch vorher einigermaßen gesehen. Aber ich plotte halt auch viel mit weißem Papier und die weißen Fusseln, die sieht man auf der weißen Matte halt nicht so besonders toll. Dann könnt ihr jetzt mal sehen, was da an Dreck runterkommt, dass sich das wirklich lohnt. Alicia fragt, ob das auch mit Fake-Silhouette-Matten geht. Alicia, sollte absolut auch mit Fake-Silhouette-Matten funktionieren. Eigentlich kann man jede Matte auf die Art auffrischen. Das einzige Aber, das es da gibt, ist, wenn man noch so ganz alte Matten hat. Früher hat Silhouette die Matten mit so einer Art doppelseitigen Klebefolie beschichtet. Und diese doppelseitige Klebefolie, da lösen sich dann die Ecken ab, wenn man da so stark dran schabt. Aber wenn man wirklich noch so eine Matte hat, die mit doppelseitiger Klebefolie klebrig gemacht ist, dann sollte man die eh mal in Ruhestand schicken. Also von dieser doppelseitigen Klebefolie, die haben wir ja letzte Woche selbst, haben wir eine Art doppelseitige Klebefolie für Papierprojekte verwendet. Dafür war die cool, aber für Schneidematten halte ich da gar nichts von. Wurde eine Zeit lang auch von einigen benutzt und empfohlen, dass man sich da so eine Klebefolie wieder draufziehen kann. Aber das Problem bei den Klebefolien ist wirklich das, dass die eben dann durchgeschnitten sind und dass dann, wenn da genug Schnitte drüber laufen, sich da dann eben die Kanten und die Ecken irgendwann aufstellen und lösen und dann hat man einfach keine glatte Matte mehr. So. Gut. Nur, dass ihr jetzt die Menge an Dreck nochmal seht. Ne? Ich glaube, das habe ich auch im Stream noch nicht gemacht, dass ich mal Dreck gezeigt habe. Aber hier seht ihr jetzt mal, was da einfach von einer Matte runtergekommen ist. Das ist schon ein bisschen was. Also da kann man, glaube ich, schon sehen, dass sich das Auffrischen auf jeden Fall lohnt. Und wenn man das eben hier seitlich direkt auf so ein Küchenkrepp rüberkratzt, dann kann man das auch super gleich einschlagen und kann das so entsorgen. Tatsächlich nehme ich jetzt dieses feuchte Tuch sogar, habe den Dreck einmal eingeschlagen und wische jetzt hier einfach nochmal über die Matte drüber, weil ich kann zwar mit dem Spachtel diese Reste ganz gut anlösen, aber man kriegt manchmal so diese, ja, die kleinen Fusselchen damit nicht so gut ab. So sieht das dann aus. Also ich reibe da jetzt einfach nochmal grob drüber und dann trage ich auf die feuchte Matte dünn frischen Kleber auf. Und das Gute daran, wenn man das direkt auf der feuchten Matte macht, ist, dass man den Kleber automatisch verdünnt aufträgt. Und das ist das eine Wichtige, wenn ihr die Matten auffrischt, wirklich weniger ist mehr bei der Kleberdosierung. Ne? Also nicht zu viel Kleber nehmen, Kleber lieber dünn auftragen. Und dann sind es wirklich auch nur ein paar Minuten und dann können wir die Matte wieder benutzen. Also ich muss die jetzt nicht über Nacht trocknen lassen oder so, kann damit dann gleich weiterarbeiten. So. So sieht es aus, wenn ich fertig bin. So sieht die Matte ungefähr aus, wenn ich fertig bin. Das ist nicht perfekt, also ihr seht, dass hier trotzdem irgendwie noch so ein bisschen rote Reste irgendwo kleben, aber die lasse ich genau da, wo sie sind. Man muss es nicht so hart abschaben. Wenn ich da jetzt überall so aggressiv dran gehe, dass da gar nichts mehr zu sehen ist, dann ist die komplette Klebeschicht runter. Und dann müsste ich wirklich komplett neu beschichten und dann dauert das Trocknen auch länger. Also wirklich richtig durchtrocknen muss man das Ganze eigentlich nur lassen, wenn man eine Matte ganz frisch baut oder wenn man wirklich den kompletten Kleber runternimmt und den Kleber komplett neu auftragen muss, dann würde ich dem auch ein bisschen Zeit geben. So, das ist ein ziemlich alter Zickkleber schon, deshalb sieht er auch so aus. Dieser Zickkleber ist im flüssigen Zustand blau und wird dann ja eigentlich komplett durchsichtig. Diese Spitze, diese Meißelspitze, die ist hier schon sehr verklebt. Wer jetzt wie ich zu viel geschnackt hat und zu langsam gearbeitet, kann einfach noch mal ein bisschen Wasser aufsprühen. Dieses aufgesprühte Wasser dient auch nur einem, nämlich dass man den Kleber nicht versehentlich zu dick aufträgt. Vom System her müsst ihr da so pumpen wie bei solchen Metallic-Stiften, kennt ihr bestimmt, dass man da einfach so drücken muss, dass hier die Feuchtigkeit auch bis in die Meißelspitze fließt. Ich muss jetzt mal gucken, wie weit ich mit dem alten hier noch komme, weil ich das Gefühl habe, da ist nicht mehr viel drin. Ich habe aber hier auch noch einen frischen liegen, den ich im Zweifelsfall benutzen kann. Und wie schön wäre das jetzt, wenn euch die Admins mit Einblendung die Links hier reinballern könnten. Aber nächste Woche wird es funktionieren. Liebe Admins, ihr dürft, wenn ihr mögt, diese Links zum Thema Matte auffrischen, gibt es ja einen Blogbeitrag, Matte selber bauen, die Materiallinks gerne auch hier einfach in die Kommentare hauen, jetzt halt einfach ohne Einblendung. Also kein Link, Doppelpunkt, einfach nur den Link rein und dann kann man das nachher auch da nochmal nachvollziehen. So, ach so, ja, ich wollte ja noch was zum Thema Sprühkleber sagen. Wie gesagt, hier habe ich jetzt gerade das Gefühl, da kommt nicht mehr so viel, deshalb nehmen wir mal den frischen noch dazu. Beim Sprühkleber wäre es jetzt eben so,
dass ich hier diese Ränder, auf denen die Rollen vom Plotter langlaufen, die würde ich komplett abkleben. Hier bei dieser Sisal-Matte sind es die blauen Ränder, die man komplett mit Tesakrepp oder mit irgendeinem Malerkrepp abkleben würde, um einfach sicher zu sein, dass die nachher nicht voller Kleber sind. Das ist das eine, was ihr machen müsst, wenn ihr mit Sprühkleber auffrischt. Frischer Kleber, da kann man das mit dem Pumpen jetzt auch gleich, glaube ich, noch mal besser sehen. Ja, viel besser, weil der halt neu ist. Muss ein bisschen geduldig sein, aber jetzt seht ihr auch gleich noch mal, was ich meine mit, der ist im flüssigen Zustand blau. Das ist ein krasser Unterschied zu dem. Ah ja, seht ihr das jetzt? Hier sieht man es, glaube ich, auch ganz gut. So sieht eigentlich frischer Zickkleber aus. Ich muss jetzt nur aufpassen, weil der gar so frisch ist, dass ich ihn nicht zu dick auftrage. Weil wenn ihr den zu dick auftragt, dann habt ihr nachher eben das Thema, dass die Matte so stark klebt, dass ihr Sachen eben nur schwer wieder runterbekommt. Das heißt, hier gilt wirklich weniger ist mehr. Ich habe jetzt nur am Anfang gepumpt und versuche jetzt hier einfach auf der Matte komplett das zu verteilen, was ich da rausgeholt habe. Also ich pumpe jetzt nicht die ganze Zeit weiter und trage das auch nicht zu dicht auf, sondern ich verteile das jetzt einfach möglichst dünn. Auch da vielleicht noch ein Tipp beim Matte auffrischen für die von euch, die wirklich auch selber sagen, sie wollen ihre Matte mal auffrischen. Bei den meisten Plottern ist es so, dass es irgendwie eine Ecke gibt, in der man quasi immer plottet. Bei den Silhouette-Plottern ist es eigentlich immer die linke obere Mattenecke, weil die Silhouette-Software das Ganze links oben standardmäßig anordnet. Bei der Juliet ist es eigentlich eher die linke untere Mattenecke, es sei denn, man macht das wie ich, dass man immer selbst die Mattenposition festlegt. Ihr könnt auch punktuell auffrischen. Also wenn ihr das Gefühl habt, der Großteil der Matte klebt noch toll, nur hier diese Ecke, die so beansprucht ist, in der man die Sachen immer liegen hat, die könnte mal eine Auffrischung vertragen. Dann kann man das auch nur an dieser Stelle machen. Also man muss nicht immer gleich die ganze Matte auffrischen. Wenn man nur so eine Ecke hat, wo das Ganze nicht mehr gut klebt, dann kann man das Ganze auch wirklich nur punktuell in diese Ecke machen. So, ich habe jetzt noch mal ein bisschen gepumpt. Und so wie ich es jetzt gerade intuitiv gemacht habe, mache ich es eigentlich meistens. Ich verteile so ein paar einzelne Punkte auf der Matte. Und sobald ich diese Punkte verteilt habe, versuche ich die einfach nur gleichmäßig zu verstreichen. Also wie gesagt, ganz wichtig, Devise weniger ist mehr und helft euch vielleicht wirklich mit sowas wie dieser Pumpsprühflasche mit Wasser. Da kann man das Ganze nämlich einfach leicht anfeuchten und dann klappt, finde ich, dieser sehr dünne, sehr sparsame Auftrag auch so ein kleines bisschen besser. Ich habe jetzt ein bisschen viel vielleicht mit Wasser gesprüht, das heißt, ich muss einen kleinen Tacken länger warten, als mir eigentlich recht ist, bis ich die Matte wieder benutzen kann. Aber mehr ist es eigentlich auch nicht. Also wirklich einmal richtig schön sauber schaben, Materialreste runternehmen und dann hier wieder Kleber draufbringen. Wenn ich sehr, sehr strukturiert wäre, dann würde ich das einfach abends machen und mir denken, morgen plotte ich weiter. Ich habe dann morgen direkt eine frische Matte. Aber meistens ist es ja dann doch so, dass man, wie ich jetzt gerade, irgendwas Spezielles machen möchte und dann feststellt, es hängt irgendwie, löst sich das Papier, irgendwie komme ich jetzt nicht weiter, weil mir eben dieses Papier immer entgegenkommt und dann muss man es einfach zwischendurch machen. Dann würde ich mir jetzt normalerweise einfach mal eben schnell einen Tee kochen, mal eine Runde den Dackel streicheln und dann wiederkommen. Wenn ihr auch so einen Zickkleber bestellen wollt, passt ein bisschen auf, die gibt es in unterschiedlichen Größen mit unterschiedlichen Spitzen. Es gibt die auch mit so einer Pinselspitze. Davon rate ich euch aber ab, weil die Pinselspitze ist so schmal. Das heißt, da pinselt ihr sehr, sehr, sehr lange, bis ihr die ganze Matte bepinselt habt. Das heißt, nehmt den hier mit dieser Meißelspitze, ich halte euch das hier nochmal hin. Na, dann könnt ihr nochmal sehen, die ist wirklich breit. Dass die jetzt hier oben so weiß wieder aussieht, liegt daran, dass ich das Ganze jetzt hier im Wasser quasi aufgetragen habe. Ich schließe den jetzt einfach und stelle ihn eben wieder zur Seite. Und ich komme wirklich ewig mit einer Flasche hin. Also ich komme sehr, sehr lange mit einer Flasche zurecht. So. Sandra hat auch gerade geschrieben, das finde ich auch ganz spannend, Nikaba geht gut, also was das Auffrischen der Matten angeht, nehme ich an. Die neuen Silhouette-Matten haben einen wasserlöslichen Kleber. Wenn man die dann unter Wasser sauber macht, ist der Kleber komplett weg. Wenn das so ist, dann ist es echt nicht so schön, aber dann steigt man einfach am besten gleich auf so eine andere Matte um, die das ab kann. Dass man das wirklich richtig sauber macht, weil die Matte einfach eine wichtige Schlüsselkomponente ist für einen gelungenen Schnitt, gerade beim Papierschnitt, weil anders als bei Folie haben wir beim Papier halt keinen anderen Träger als die Matte selbst und deshalb ist es da besonders wichtig,
dass man eine ordentlich gut genug klebrige Fläche hat, die alles schön festhält. Nicht wie bei mir, wo sich vorhin irgendwo eine Ecke angehoben hat, die aber auch nicht so stark klebt, dass man irgendwie Schwierigkeiten hat, das Papier wieder abzulösen. Ich muss gerade noch mal lachen, weil ich noch mal sehe, wie schockiert ihr wart, wie dreckig die Matte war. Ja, so ist es, wenn man die Matte viel benutzt, sieht die so aus. Die muss so aussehen. Sehr gut. Okay, ihr Lieben, wie ist es hier im Moment? Seid ihr noch da? Seid ihr noch wach? Seid ihr noch interessiert? Dann warten wir das nämlich jetzt noch ab. Es dauert schon noch einen kleinen Moment. Ich merke noch, dass sie jetzt noch zu nass ist. Aber eben deshalb, weil ich so viel mit dem Wasser gesprüht habe. Wir können aber trotzdem, wenn wir wollen, einfach mal eine nicht so toll klebende Matte für so ein Seitenteil nehmen, weil wenn die Tunnelkarte getestet werden soll, brauchen wir so oder so wieder so ein Seitenteil. Ne? Damit können wir schon mal anfangen. Eigentlich bin ich tatsächlich auch jemand, zumindest zu meinen Silhouette-Zeiten, das waren jetzt viele Jahre, ich habe meistens gar nicht mehrere Matten im Einsatz. Ich habe meistens genau diese eine Matte, die ich jetzt eben gerade benutze. Ich habe meistens nicht mehrere Matten parallel im Einsatz, weil mich das eher nervt, weil ich lege die dann zur Seite, dann staubt sie doch wieder irgendwie ein oder ich decke sie ab. Trotzdem, also Kleber altert halt auch wenn man ihn nicht benutzt. Ne? Deshalb finde ich das persönlich, wenn ich jetzt keine Großproduktion am Start habe, nur so mäßig sinnvoll, irgendwie x verschiedene Matten zu haben. Ich habe tatsächlich eigentlich 2 Matten. Ich habe eine Matte, die ich für Folienprojekte benutze. Die kriegt dann eigentlich auch nie einen sichtbaren Schnitt ab. Und ich habe eine weitere Matte, die ich für Papierprojekte benutze. Und dann habe ich aber keine 5 Matten für Papierprojekte. Ich habe normalerweise eine Matte für Papierprojekte. Im Dauereinsatz, versteht mich nicht falsch. Ich habe natürlich in der Regel auch ein Backup da. Aber im Dauereinsatz habe ich nur eine. So, jetzt wieder Techniktest. Wartet, alle Fenster, die nicht gesehen werden sollen, einmal aus dem Weg. Und wir gucken gerade noch mal gemeinsam in die Software. Gehen zurück zum Design, schieben einmal die Karte zur Seite. Und ich hole mir einmal die Verbindungsteile in die Software, die ich für die Seite brauche. Weil die Matte, wie gesagt, die ich da jetzt eingelegt habe, die klebt so mittelprächtig. Aber mittelprächtig ist genau gut für das, was ich jetzt schneiden will. Einmal hier per Drag and Drop. Jetzt, Moment, ich muss aufpassen, ich sehe es an der Farbe, das ist Mini-Tunnelkarte, wir brauchen normal große Tunnelkarte. Wir brauchen die normal große, SVG. Gut. Lege ich wieder hier oben grob links in die Ecke. Ihr seht, das ist der alte Silhouette-User in mir, der immer noch links oben plottet. Und wir gehen einmal auf Design senden. Und da das jetzt hier Kopierpapier ist, was hatte ich vorhin drin? Ich glaube 25, das nehmen wir jetzt auch mal. Und da können wir ihn auch ruhig noch ein bisschen schneller schneiden lassen. Dann gehen wir von mir aus mal hoch auf, ach komm, volle Geschwindigkeit. Und einmal Abfahrt. So. Gut. Petra ist für alles bereit, wunderbar. Und ich lese jetzt hier noch in den Kommentaren, die ich noch sehen kann, was von Ponal Classic. Wartet, ich muss jetzt selber noch mal bei YouTube reingucken, um was es ging. Heike ist schon müde, aber noch da. Sehr gut. Fit und am Basteln ist die Alicia. Sehr gut. Sehr tüchtig. Okay. Ja, ich werde jetzt mit Ponal kleben. Ponal Holzleim in der Regel. Wenn ich die Flasche mit hochgenommen habe und sie nicht habe unten stehen lassen. Ja, hier ist sie. Ponal Holzleim ist schon mal da. Ich kann zwischendurch, solange der Plotter schneidet, noch mal versuchen, euch noch mal ganz kurz zu zeigen, wie das jetzt auf der Matte aussieht. Man kann, glaube ich, wenn ich das so gegen das Licht halte, könnt ihr schon erahnen, dass die noch nass ist. So, und das muss jetzt einfach noch so einen kleinen Moment trocknen. Ich habe ein bisschen viel gesprüht. Wenn man weniger sprüht, beziehungsweise wenn ihr es ganz eilig habt, nochmal, ich komme nochmal zu euch zurück. Wenn man es ganz eilig hat und gleich weiterarbeiten will, dann kann man das auch mal machen, dass man nur sprüht, sauber putzt und dann an der Stelle, wo ich jetzt den Kleber aufgetragen habe, einfach erstmal kurz Cut macht. Man wartet dann irgendwie so ein bisschen, bis die Feuchtigkeit von der Matte runter ist und dann kann man direkt schneiden und dann frischt man aber nachher trotzdem noch mit Kleber auf, weil man nämlich, wenn man nur putzt, dann ist es nicht ganz so nass wie jetzt gerade, weil ich eben viel gesprüht habe vor dem Kleberauftrag oder beim Kleberauftrag, dann kann man schneller weitermachen. Ich glaube aber, ich bin wahrscheinlich relativ alleine damit, nur so wenige Matten zu haben. Ach, Yvonne ist süß. Ja, sie erinnert euch.
schenkt mir gerne doch noch ein paar Däumchen hier bei YouTube. Ich würde mich freuen. Die jetzt immer noch dabei sind, schenkt mir gerne noch ein paar Däumchen. Sehr gut, unsere Verbindungsteile sind auch gleich schon fertig. Die falte ich dann jetzt gleich wieder im Schnelldurchlauf, während die Matte noch trocknet. Und ich hoffe, dass die schnell genug trocknet, dass wir nachher nochmal gemeinsam auch auf der Matte plotten können. Einfach, dass ihr seht, dass das wirklich zügig geht, dass es jetzt keine ewige Geschichte ist. Das eine, wovon ich euch übrigens abraten würde, auch wenn einem das dann immer in den Fingern juckt, es würde mich jetzt fast in den Fingern jucken, das Teil jetzt einfach auf die Heizung zu legen, ist aber, glaube ich, keine wirklich gute Idee. Also ist nur so eine mittelgute Idee. Das heißt, das tun wir jetzt mal nicht. Der ist gleich soweit, aber ich würde vorschlagen, wisst ihr, was wir machen? Ich trinke jetzt noch mal in Ruhe. Ihr müsst mir nicht beim Trinken zugucken. Wir machen noch mal 1 Minute Pause und danach geht es direkt weiter, hoffentlich gleich mit Zusammensetzen. Ihr könnt dann gleich mit mir noch Farbe aussuchen in 1 Minute. Tada! Hier bin ich wieder. Die beiden Verbindungsteile sind fertig. Ich schalte euch gerade noch mal auf die andere Kamera um. Also fertig im Sinne von aus dem Plotter geholt. Hier sind sie einmal. Die falten wir gleich und kleben sie zusammen. Bevor ich jetzt aber falte und klebe, können wir gerade noch mal gemeinsam schauen, was die Farbgestaltung angeht. Und zwar habe ich hier einmal meine Tunnelkarte. Und hier habe ich einmal, ich glaube, das war so das, was ich jetzt spontan gegriffen habe aus meinem Schrank, dass Gold sich gar nicht schlecht machen würde. Was haltet ihr davon? Weiß-Gold? Es geht jetzt eigentlich um diese Herzlage, die da nochmal hinten dran soll, hinter diese Blümchenlage. Und ich glaube, dass Gold dafür eine ganz gute Wahl wäre. Jetzt gerade nochmal gucken, weil ich nämlich wieder sehe, dass ich nichts sehe und ich bin nicht sicher. Ja, Gold. Rot wäre auch schön. Rot war meine erste Idee, aber mir ist das Golden in die Hand gefallen. Ich dachte, Annette ist auch für Rot Glitzer. Ihr wollt jetzt sehr gerne Glitzer sehen. Können wir machen. Dann hole ich doch gerade meinen Glitterkarton nochmal ran. Ich wäre jetzt eigentlich für Gold, aber tatsächlich muss ich ehrlich sagen, das ist hier kein filigraner Schnitt, sondern das ist eigentlich was relativ Flächiges und da müsste das eigentlich mit diesem Glitterpapier auch gut gehen. Also, mal gucken, was noch groß genug ist. Ihr seht, ich bin ein kleiner Horter. Ich hebe diese Reste auch immer auf. Das hier hätte ich noch. Das wird nicht so riesig sein. Also man muss jetzt so ein bisschen aufpassen sozusagen, dass man jetzt nicht sagt, oh Gott, das erschlägt mich total, weil es hinterlegt ja vor allem hier den Rand. Insofern finde ich eure Idee mit Gold mit Glitzer gar nicht so schlecht. Entweder hier dieses Rot. Ich persönlich finde aber auch dieses kräftige, dunkle Pink ganz schick, wenn ich ehrlich bin. Weil umso dunkler, umso mehr Kontrast hat man auch hier zur vorderen Lage, ne? Ich wäre fast für dieses hier. Annette, gib mal deinen Segen. Hier seht ihr nochmal, ne? Da seht ihr, glaube ich, was ich meine. Das wirkt schon das Dunkle wirkt schon etwas kräftiger. Ja, das Dunkle. Okay. Gut. Wundert euch nicht, das ist auch so ein Tick von mir, dass man da zwischendrin dann mal drauf touchen muss, ob es schon trocken ist. Ganz trocken ist es noch nicht und es ist sehr, sehr, sehr gut klebrig. Also noch klebriger dürfte es nicht sein. Habe ich eine brillante Idee. Mein Mann hört ja auch zu. Hallo Rita, guten Abend. Lieber Florian, bring mir bitte mal ein frisches Geschirrhandtuch. Dann könnt ihr auch gleich sehen, wie man das macht, wenn man es übertrieben hat mit dem Kleber, wenn man die Matte wieder ein bisschen in der Klebrigkeit reduzieren muss. Dann haben wir das nämlich heute auch gleich noch mit abgedeckt. Wir plotten einmal hier diesen Glitterkarton. Den traue ich mich auf diese stark klebende Matte zu legen. Ich glaube, das funktioniert gut. Bei dem Glitterkarton ist es generell so, das ist Glitterkarton von Haida und der ist auf der Rückseite so weiß und irgendwie beschichtet. Den schneidet ihr mir bitte auf gar keinen Fall auf einer schlecht klebenden Matte. Da ist die stark klebende Matte auf jeden Fall sinnvoll für diese Art von Material, weil der sonst rutscht. Das heißt, da darf die Matte ruhig stark kleben. Ich zeige euch das jetzt auch gerade nochmal zum Thema stark kleben. Zack, so. Es ist keine Magie, es ist nur Klebekraft. Ne? So. Ah ja, hier, das hat auch geklappt. Tada! Hier ist mein frisches Geschirrhandtuch. Das ist ja sehr praktisch. Dann kann ich euch auch hier nochmal zeigen, was ihr machen könnt.
wenn das Ganze euch mal zu klebrig geraten ist. Das passiert nämlich auch ganz gerne. Und ich weiß nicht, ob man es jetzt richtig hat sehen können im Stream. Ich finde immer, das ist schwer einzuschätzen, wenn ich hier so vor mich hin arbeite. Aber ich glaube, man hat mitbekommen, dass ich wirklich nicht übertrieben habe. Also ich habe es versucht zumindest. Ich habe es relativ sparsam aufgetragen. Achtung, ich hatte aber auch die frische Klebeflasche. Hätte ich jetzt meine alte komplett benutzt, wäre es wahrscheinlich gut gewesen. Lange Rede, kurzer Sinn. Man braucht davon wirklich, wirklich wenig. Ich weiß, dass dieser Kleber nicht ganz günstig ist, aber er reicht ewig. Vielleicht jetzt mal großes Bild. Okay, Achtung. Kann ich, glaube ich, spontan. Zack. Dann ist der Chat weg. Aber jetzt hättet ihr mal großes Bild. Das geht zwischendurch. Der Trick ist gar kein toller Trick. Ich mache das seit Jahren so. Mir ist es nämlich immer wieder schon passiert, dass ich es gut gemeint habe mit dem Kleber. Ihr nehmt einfach ein frisches Geschirrhandtuch und legt das Geschirrhandtuch einmal auf die Matte und streicht es auf der Klebefläche fest. So. So. Ich habe die Matte jetzt noch nicht ganz erwischt. Ich drehe die mal, dann seht ihr dieses Ende, was noch fehlt. Das ist hier. Und dann ziehe ich hier das Ganze einfach wieder ab und setze es ein kleines bisschen weiter und streiche da das Ganze wieder fest. Keine Sorge, ich habe jetzt kein eklig klebendes Geschirrhandtuch dadurch produziert, weil so sehr geht der Kleber dann doch nicht ab. Das, was man da jetzt eigentlich eher macht, ist, dass man ganz, ganz kleine, winzig feine Fasern von dem Geschirrhandtuch in den Kleber drückt. Das heißt, ich mache den Kleber jetzt doof gesagt absichtlich wieder ein kleines bisschen dreckig und dadurch reduziere ich die Klebekraft vom Kleber. Ja, es ist schon ein bisschen besser. Man wiederholt das einfach so 2-3 Mal. Ne, so kann man das machen, wenn man es sehr gut gemeint hat mit dem Kleber. Dann kann man einfach die Klebekraft auf diese Art und Weise so ein bisschen reduzieren. Ja, ich lese gerade nochmal eure Fragen, ob man den Chat dann jetzt überhaupt braucht, wenn ich das jetzt nur noch bei YouTube mache. Nee, Bianca, eigentlich nicht unbedingt. Das hatte sich eigentlich ergeben aus dem Multistream YouTube, Facebook. Vielleicht finde ich auch einfach einen Weg, nur Fragen einzublenden, die von den Admins markiert wurden, damit man da dann vielleicht schon sieht, auf was ich antworte, obwohl ihr vielleicht auch jetzt schon mal sagen könnt, wie komisch oder nicht komisch das ist, wenn ich quasi jetzt hier was erzähle und ihr nicht lesen könnt, wer gefragt hat. Die Frage ist, wie gerne lest ihr euren eigenen Namen im Stream? Weil wenn der Chat eingeblendet ist, dann seid ihr ja quasi fest mit eingebacken, bildlich auch Teil des Streams. So. Das war es jetzt aber auch gleich schon. Also wir packen da jetzt als nächstes einmal hier unseren Glitterkarton drauf und schicken das einmal durch den Plotter. Und ich gucke jetzt hier auch gerade nochmal, weil jemand so nett geschrieben hat, es gibt hier einen angebrochenen Bogen. Ja, danke, wer auch immer da so offene Augen hatte. Wir nehmen den angebrochenen Bogen, weil da passt meine Herzlage locker, aber ganz locker noch drauf. So. Einmal drauf hier. Einfach hier so in die Ecke. Hier drücke ich jetzt auch nichts fest, das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Ich habe doch vorhin vor dem Schneiden nochmal hier mit meiner Walze alles schön angerollt. Das mache ich nur, wenn die Matte nicht mehr so dolle klebt. Die klebt jetzt wie Bombe, da muss ich also nichts rollen, das kann ich jetzt einfach genau so einmal in mein Gerät stecken. So, jetzt muss es mir nur gelingen, wartet. So, ich hol jetzt den Chat noch einmal zurück und versuche euch nochmal hier auf die andere Kamera zu legen. Können wir nämlich auch gleich verfolgen, wie das Ganze hier im Schnitt so läuft. Einmal die eine Matte raus, einmal die andere Matte rein. Und hier schiebe ich jetzt sogar mal meine... Wartet, ihr seht, dass ihr nichts seht, ne? Ich mal gucken, ob ich das ein bisschen schöner einfangen kann. Ich schiebe mir jetzt hier einmal diese Rolle mit zur Seite, auch wieder wegen dem Thema, dass das Ganze jetzt aktuell stark klebt. Ich habe die zwar so ein bisschen entlastet, aber ich will jetzt gerade nicht, dass die Rolle nochmal mit übers Material läuft. Und ich kontrolliere auch gerade nochmal mein Messer, weil wir haben letzte Woche zusammen gemessen und festgestellt, dass der Glitterkarton doch eine ganze Kante dicker ist als mein Tonkarton, den ich normalerweise verwende.
Und da muss man dann schon gucken, dass die Klinge auch so eingestellt ist, dass man da wirklich durchkommt. Normal, wenn ich nur den Tonkarton plotte, ändere ich hier an der Klingeneinstellung so viel wie nichts. Hier habe ich sie jetzt noch so ein kleines Müh weiter rausgedreht, um wirklich sicher auch durchzukommen. So, dann wechseln wir wieder einmal zusammen in die Software. Einmal in die Software, legen hier die Faltteile mal zur Seite, holen die Herzform einmal auf die Matte. Und jetzt ist die spannende Frage wieder die nach den richtigen Einstellungen. Ich wäre diesmal sehr gerne in einem Durchgang durch. Wir sind einfach mal mutig, ne? Ist ja nur meine Matte. Ich würde sagen, ich weiß nicht mehr genau, was hatte ich letzte Woche. Mit 60 habe ich jetzt den normalen Tonkarton geschnitten. Ich nehme mal 100. Mit 100 bin ich ziemlich sicher wirklich durch. Wir gucken mal. Und senden das Ganze. Dann gucken wir doch mal, ob ich das hier auch spontan hinbekomme. Stelle ich euch hier mal so ein bisschen weiter noch Richtung, dass ihr hinter den Plotter gucken könnt. Hier ist jetzt wieder der Tipp immer der gleiche. Erst den Rand drumherum anlösen. Und da sieht man schon, ich glaube, das war ganz gut. Zack. Einmal Rand weg. Einmal hier das Herz. Ist es durch? Ja, aber meine Matte klebt noch gut. Sehr gut. So. Die klebt noch sehr gut. Also die ist super gut aufgefrischt. Darauf kann ich jetzt alles Mögliche schneiden. So, und jetzt können wir gerade noch mal gemeinsam gucken, wie uns das gefällt. Ich glaube, die mit für die dunkle Lage gestimmt haben, hatten absolut recht. Oder? Da hat man jetzt wirklich einen hübschen Kontrast. Ich glaube, wir machen das jetzt immer so. Ich glaube, so werde ich schnell mit meinen Projekten fertig. Wir machen das einfach gemeinsam. So. Einfach nur eine Kontrastlage zwischen rein. Das ist doch, glaube ich, gar nicht verkehrt. Und auf die hier könnte man jetzt eben, wie gesagt, noch was draufschreiben. Ja, kleben wir das Ganze noch? Ja, oder? Wir kleben das Ganze jetzt auch noch. Damit wir es einmal fertig in der Hand haben. Doch, gefällt mir. So, und jetzt sage ich euch was ihr gar nicht hören wollt. Die gibt es noch mit Zeichenvariante. Aber ich bin gerade froh, dass wir jetzt erstmal die Basisvariante hier getestet haben. Müsste ich ja sonst noch schon wieder einen Ausflug hier machen, wie man jetzt zeichnet. Entschuldigung, ich sage die ganze Zeit Yvonne. Ja, Jonna heißt du. Danke. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Liebe Grüße an die Jonna. Du musst jetzt aber auch öfter da sein im Stream, wenn ich mir deinen Namen schon merke. Sorry. Ich sag ja, ich bin sowieso immer so ein bisschen hibbelig und verstrahlt. Wie lang sind wir jetzt live? 1:30, jetzt geht's langsam. Jetzt geht's langsam. Ne? Langsam tritt die Entspannung auch hier ein. So. Hier, ihr habt schon gesehen, ich weiß gar nicht, ob ich euch das jedes Mal wieder erzählen soll, weil ich glaube, die meisten von euch wissen inzwischen, wie meine Tunnelkarten gebastelt werden. Ziehharmonika-Faltung, Bergtalfalten im Wechsel für die Seitenteile. So. So. Jetzt wird geklebt. Heute wieder mit meinem Ponal in der kleinen Flasche, einmal umgefüllt. Mich hat es übrigens gestern sehr in den Fingern gejuckt. Ich habe nochmal die ein oder andere Empfehlung geschrieben bekommen, welchen Kleber ihr so benutzt. Ich glaube, ich muss nochmal Kleber bestellen. Das ist ein bisschen ein Tick, ne? Man hat ja eigentlich einen Kleber, der funktioniert. Aber der ewige innere Optimierer denkt ja, man verpasst was. Man muss eigentlich alle anderen Kleber auch nochmal ausprobieren. Ja, die Alicia ist mit dem Freitagabend sehr glücklich. Das freut mich, Alicia. Ihr dürft gerne auch nochmal sagen, was ihr davon haltet. Ich habe ja heute gedacht, wir sind heute so eine Stunde live. Wir machen ein bisschen Techniktest und ich zeige euch einfach die fertigen Karten mit den Vögelchen. Nix war's. Das ist wieder typisch ich. Und das ist auch immer sehr lustig, weil mein Mann kennt mich da auch echt besser als ich. Der sagte nämlich vorhin auch schon, als ob, du bist sowieso wieder
Eine Stunde 30 Minimum live. Und damit hat er jetzt schon recht. Damit hat er einfach jetzt schon recht. Verdammt. Ah. Sivi liebt den Tombow. Also den Tombow habe ich auch hier. Ich habe eine ganze Klebeschublade. Die muss ich euch bei Gelegenheit vielleicht mal zeigen. Es ist nicht so, dass ich nicht auch andere Kleber schon ausprobiert hätte. Das sage ich euch ehrlich, wie es ist. Aber für den Tombow bin ich entweder klebig zu schlampig oder stelle mich zu blöde an. Der ist so pappig. Da kommt mir immer der Kleber irgendwo raus und dann kann man den leider auch, also ich kriege das nicht hin, den schön wegzuwischen. Der schmiert immer. Der schmiert einfach immer. Also bei mir schmiert der Tombow immer. Ich bin kein großer. Aber vielleicht muss ich das nochmal probieren. Das ist schon ein paar Jährchen her, dass ich mich näher mit dem befasst habe. Der Ponal, das habe ich euch ja aber letzte Woche schon erzählt, der war jetzt einfach unter anderem deshalb meine Lösung. Ihr seht, der haftet auch super schnell. Der pappt mir nicht so an den Fingern wie jetzt zum Beispiel ein Tombow. Aber wie gesagt, beim Tombow vielleicht arbeite ich einfach nicht sauber genug. Der bröselt mehr. Das ist das Einzige. Das muss man auch wissen. Also wenn ich da viel wegschmiere irgendwo an der Seite, habe ich das auch an den Fingern kleben. Aber ich habe immer das Gefühl, das pappt dann nicht mehr, sondern man hinterlässt so ein bisschen so eine bröselig-sandige Schicht. Damit komme ich irgendwie ein bisschen besser zurecht. Daniela schreibt gerade, ob ich den Rubelkohl schon ausprobiert habe. Nein, leider nicht, Daniela, aber steht als nächstes auch auf der Agenda. Ich habe ihn jetzt zumindest gefunden, habe ich das erzählt, dass ich die Kisten gesucht habe. Es war alles hier ein bisschen chaotisch nach dem Event, nach dem Treffen. Aber er ist aufgetaucht in der Nadelflasche. Du hast mir das ja so schön umgefüllt. Ich werde den Rubelkohl auf jeden Fall auch nochmal ausprobieren. Ich habe gestern noch eine andere spannende Empfehlung gelesen, die ich auch unbedingt mal noch testen muss. So, Seitenteile sind vorbereitet. Ich beginne mit der Glitzerlage. Das ist die erste, die wir ankleben. So. Lage 3 ist bei mir immer die erste, die ich in Tunnelkarten einklebe, weil ich immer diese Zwischenlagen gern zuerst klebe und die Außenlagen zuletzt. So. Wundert euch übrigens nicht, wenn ihr das jetzt gerade seht, diese Verbindungsteile an der Seite, die sind bewusst in der Höhe ein ganz kleines bisschen weniger hoch als die Motivlagen selbst, einfach damit man die auf jeden Fall so anklebt, dass sie auf keinen Fall irgendwo überstehen. Weil wenn die nämlich unten irgendwie komisch überstehen, dann steht die Tunnelkarte nachher nicht schön. Deshalb ist das Ganze so aufgebaut, dass das Verbindungsteil in der Höhe etwas kleiner ist als die Motivlage selbst. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich vor lauter Gequassel nicht versehentlich irgendwas falsch klebe. Dafür, dass ich da jetzt Sachen rausgepopelt habe, sieht das ganz gut aus, ne? Also wie gesagt, eigentlich, ich hasse es, wenn ich da irgendwo Teile rausmachen muss, aber es hat dem Projekt hier in dem Fall keinen Abbruch getan. So, beim Aufeinanderlegen habe ich gestern auch einmal geflucht. Entweder es klappt auf Anhieb oder man fuddelt dann ewig rum. Ich versuche immer zuerst eine Ecke einfach bündig zu legen. So. Aber hier muss ich jetzt noch mal ran. Hier unten habe ich nämlich nicht schön nachgeschnitten. Ihr wisst, dass die Sache mit dem inneren Monk und so braucht noch mal ein scharfes Messer. Wie schneidet ihr eigentlich zu? Weil ich jetzt hier gerade wieder auf meiner, so eine Matte, wie ich hier liegen habe, das ist ja eigentlich so eine Patchwork-Matte, wo man mit dem Rollschneider drauf schneidet. Da schneide ich auch meine Bögen immer drauf zu. Sowas habe ich ja hier hinter mir auch an dem Tisch liegen, wo ich meine Zuschnitte mache. Hier dieser Mini-Futzel, der muss jetzt noch weg. Ja. Immer noch. Der Stream ist am Ende 2 Stunden 30 wieder lang, weil ich wieder 5 Minuten an irgendeiner Ecke rumgeschnitzt habe. Geodreieck ist halt auch nicht gerade das perfekte Dreieck, ne, für solche Schnitte, aber egal. Bin jetzt gerade nicht sicher, ob es das jetzt gerade besser gemacht hat oder schlechter. Wir hatten es ja letzte Woche davon, deshalb schneide ich mit dem Plotter, weil ich kein sehr begabter Handbastler, Schneider bin. Also wenn ich das alles von Hand schneiden müsste, dann gäbe es die Projekte nicht. So. Aber Gott sei Dank haben wir einen Plotter, dann müssen wir das ja in der Regel nicht. Okay, Vorderseite. Gerade noch mal gucken, warum ich die aufkleben will. So. So.
Ecke auf Ecke. Und auch hier möglichst bündig. So. Und dann auch gleich noch die Rückseite. So mache ich das übrigens meistens. Das heißt, ich klebe erst ein Verbindungsteil ein und dann erst klebe ich die zweite Seite. Also ich mache quasi erstmal die Verbindungen alle an einer Seite. Da kann ich irgendwie wahrscheinlich, weil ich dann die Bündigkeit besser kontrollieren kann. Ich habe gerade überlegt, wie sich das logisch begründen lässt. Aber wahrscheinlich genau damit, dass wenn ich jetzt erst eine Seite klebe und erst danach die andere Seite, dass ich dann eben hier, solange ich die erste Seite klebe, immer noch hier an dieser Kante wirklich gucken kann, dass alles schön, ja, dass alles genau passt. Bei einem so nach innen quasi symmetrisch aufgebauten Motiv ist es natürlich auch wichtig. So. Und hier pappt doch noch irgendwas ein bisschen von hinten, wartet. Ne, jetzt ist es weg. Gut. Annika sagt, sie ist auch Patchworkerin und hat x Schneidematten. Und die billigen nimmt sie dann zum Basteln. Da waren die Rollschneider zu schnell stumpf. Okay. Ja, also kann ich mir vorstellen. Ich glaube, auf der, die ich jetzt habe, die ist von Snaply. Ich glaube, das ist dann schon eine bessere. Also gefühlt ist es eine bessere. Auf der kann er, glaube ich, auch noch gut mit dem Rollschneider arbeiten. Rollschneider habe ich auch ganz am Anfang mal benutzt, nehme ich aber für meine Papierzuschnitte eigentlich nicht. Da nehme ich wirklich einfach ein Messer. Weiß gar nicht warum, wahrscheinlich Gewohnheit. Wenn ich jetzt auch Patchworker wäre oder mehr nähen würde, würde mir das mit dem Rollschneider vielleicht auch gelegener kommen. Aber ich glaube, der Rollschneider wird an Papier auch schnell stumpf, oder? Silvia wünscht uns noch einen schönen Abend. Silvia, das wünsche ich dir auch. So. Wir sind auch für heute fast durch. Wir sind für heute fast durch. Und das Ergebnis, wer das heute jetzt nicht mehr mitbekommt, der wird es dann bestimmt noch zu sehen bekommen. So. Gut. Ihr dürft mir ruhig dann auch immer sagen hier im Stream, wenn ich euch hier doch mehr Kontext geben soll. Ich habe jetzt nicht versucht, hier quasi ein Anleitungsvideo für Tunnelkarten zu machen, weil ich mir immer denke, erstens gibt es eins und zweitens wisst ihr das alle eh schon. Deshalb klebe ich einfach nur vor mich hin und versuche, möglichst ordentlich zu arbeiten und nicht vor lauter Gerede dann doch versehentlich irgendwo zu schlampen. Also man merkt, dass ich, man merkt, dass ich mich konzentrieren muss, ne? Dann rede ich weniger. Ich rede ja sonst schon relativ viel wahrscheinlich. Ich jetzt doch mal lachen. Es wird. Es wird. Hier bin ich jetzt noch nicht perfekt glücklich. Das ist so eine Sache, macht nicht nachmachen, nicht nachmachen. Klebeverbindungen nicht nochmal aufziehen wegen einem halben Millimeter, weil man meint, das muss nochmal irgendwie anders werden. Das ist normal nicht so gut. Ihr seht, heute war mir das Glück hold, es hat funktioniert, es ist nichts kaputt gerissen, aber manchmal klappt es auch nicht so toll. So. Gut. Jetzt habe ich fast fertig. Ein bisschen hübsch in Form bringen und dann bin ich sehr gespannt, was er dazu sagt. Euer Urteil ist gefragt. Bitte entscheiden Sie jetzt. Ein gutes Projekt, ja, nein, vielleicht. So. Sehr gut. Ich muss auch gleich nochmal Kommentare lesen. Sorry, wenn ich zwischendrin so still bin, dann versuche ich zu lesen, was ihr schreibt. Ich habe dann manchmal einen Aussetzer, wenn ich quasi gleichzeitig lesen, gucken, unter die Kamera halten will, dann ist es manchmal ein bisschen viel. So. Das wäre jetzt noch eine herzige Tunnelkarte. Es haben sich einige
mehr Tunnelkartenmotive gewünscht. Genau, man könnte jetzt hier in die Mitte, könntet ihr was schreiben, ihr könntet ein eigenes Herzchen mit Bild zum Beispiel noch einkleben. Ja, so wäre da die Grundidee. Ich habe vor einer ganzen Weile schon mal so was Blumenherziges gemacht. Das waren Karten zum Muttertag und zum Vatertag. Da war dann aber quasi auch eine Lage so mit Blümchen und dann war es ein festeres Herz, wo aber schon Mama ist die Beste, Papa ist der Beste fest drinne stand. Und ich habe immer wieder Wünsche gekriegt, dass doch, weiß ich nicht, für die Cousine, für die Schwester, für alle möglichen irgendwie eine Motivmöglichkeit gewünscht war. Und hier kann man jetzt halt wirklich einfach frei noch irgendwie was reinmachen und könnte das Ganze personalisieren. Fertig. So ist bei diesem Projekt die Idee. Genau, Foto reinkleben geht auf jeden Fall auch. Ob ich vor Ostern schon Hasen mache, fragt die Alicia. Alicia, welche Art von Hasen? Ja, es wird auf jeden Fall jetzt dann auch bald was Österliches geben. Gar keine Frage. Ich komme jetzt nochmal zurück zu euch. Achtung. Zack, das hat geklappt, sehr gut. Und zeige sie euch auch hier nochmal. Ne? So, ich mag das mit diesen Löchelchen, weil dann die letzte Lage halt auch nicht einfach nur eine stabile Lage ist. Aber auch hier, wenn euch das was nützt, könnte ich natürlich... Ich färbe euch hier diese Kreislöcher auch anders ein. Habt ihr vorhin in der Datei vielleicht gesehen, dass die Löcher in der ersten Lage auch anders eingefärbt sind? Ich weiß, dass manch einer von euch einen Plotter hat, der diese kleinen Kreise nicht so gerne mag. Ne? 3D-Hase, irgendwas Spannendes. Es gibt schon einen 3D-Hasen im Shop. Wenn jetzt meine Links hier funktionieren würden, könnte ich ihn dir direkt einmal reinhauen. Nächste Woche geht es dann hoffentlich schon. Also hier. So, wo muss ich hin? Ich übe immer noch, wo ich hin muss. Aber eigentlich habt ihr sie hier drüben besser gesehen, ne? Ich übe noch, wie gesagt, Technik-Learning. Ja, hier sieht man sie schon besser. So. Also abgenommen so, ja? Dann gucke ich nämlich, dass ich die vielleicht jetzt wirklich am Wochenende noch in den Shop schaffe. So, ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen. Ach so, die Sonja nochmal. Der Halter für die Pop-Up-Eier wie bei den Kugeln. Ja, Sonja. Ja, ich schreibe es auf. Ich schreibe es auf. Ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube, da bist du auch nicht die Einzige. Der müsste dann auch bald, ne? Ja, ja, ja. Seht ihr, das ist auch einer der kleinen Vorteile, den man hat, wenn man hier live im Stream mit dabei ist. Man kann Wünsche äußern, die auch gleich notiert werden. Kim, liebe Grüße, die schreibt gerade, sie hat es leider verpasst. Macht nichts, Kim. Kann man auch irgendwann nochmal nachgucken. Ich sage euch ganz herzlich Danke. Danke für eure Zeit. Ich überlege gerade, ich wollte noch irgendwas. Ich vergesse dann am Ende immer was. Wie gesagt, es war eine harte Woche, war eine turbulente Woche. Aber ich glaube, es ist ganz gut geworden mit der Kundenfoto-Einblendung. Ich gehe da nochmal ran. Ich gucke auch, dass die anderen Links in Zukunft hier eingeblendet werden können. Ich habe keine totale Präferenz bei euch rausgelesen, was die Einblendung des Chats angeht. Da werde ich jetzt bei meinen 2 Admins nochmal nachhaken, gleich nach dem Stream, was die für einen Eindruck hatten, wie da die überwiegende Präferenz ist. Vielleicht wirklich mit so einer Zwischenlösung, wenn ich was Größeres zeige, wie jetzt vorhin mit der Matte, dass man da nochmal irgendwie überblenden kann und das ganze Bild hat. Ansonsten, wenn wir wirklich nur bei YouTube sind, könnte man es wirklich auch durch den aufgezeichneten Chat an der Seite machen. Es freut mich. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Genau, es war heute sonst holprig und ihr wart meine Versuchskaninchen heute. Aber wir üben jetzt einfach. Wir machen das jetzt öfter und dann wird es besser. Ich würde jetzt tatsächlich wieder spontan sagen, wahrscheinlich wieder am Freitag. Ich habe aber noch keine Ahnung, wie es mit Freundeskreis und Co. am Freitag aussieht. Ich versuche diesmal aber auch früher Bescheid zu sagen. Ich habe ja heute dann nochmal schnell ein Newsletter geschickt, aber auch erst kurz vor knapp, weil ich aber auch bis zuletzt wieder mit allem anderen gekämpft habe. Ich wünsche euch jetzt jedenfalls einfach erstmal ein schönes Wochenende. Wie immer, wenn ihr noch Wünsche und Ideen habt, jetzt spontan nach dem, was wir heute gemacht haben. Ja, Sandra, genau, Print and Cut, Hüstel, genau, schreibt es euch nochmal rein. Dann schreibt mir die gerne auch. Ne? Däumchen noch, genau, danke Mela. Alle, die noch da sind und das noch nicht gemacht haben, dürfen mir sehr gerne noch ein Däumchen da lassen. Darüber freue ich mich immer sehr. Und Sandra, dann machen wir wirklich Print and Cut nächste Woche. Das ist gut, weil da ist ja mein Projekt schon vorbereitet. Da muss ich einfach nur selbst nochmal einen Blumenstrauß plotten jetzt im Laufe der Woche. Machen wir. Ja, wird wahrscheinlich wieder der Freitag. Wenn es nicht klappt am Freitag, sage ich nochmal Bescheid. Wir haben ja letzte Woche so ein bisschen überlegt, welcher Tag gut wäre und es gab keinen absoluten Gewinner, aber viele haben am Freitag Zeit. Und da ich ja offensichtlich doch jemand bin, der am Ende dann immer fast 2 Stunden live ist der Freitag auch gut, weil danach kommt das Wochenende. So,
Ich danke euch von Herzen. Es hat mir große Freude bereitet. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende. Wenn ihr plottet, wenn ihr irgendwas von mir plottet, denkt ans Foto. Ladet es sehr gerne schon auf der Webseite hoch. Wer diese Upload-Funktion noch nicht entdeckt hat, probiert es mal aus. Wundert euch nicht, wenn das jetzt mit der Freischaltung dauert. Das ist eine Sache, an die ich jetzt am Wochenende auch nochmal dran gehen will. Ich freue mich sehr über eure Fotos und die Fotos hochladen, könnten das nächste Mal dann hier mit im Stream landen. Da gehe ich eben auch nochmal ran. Vielen Dank, ihr Lieben. Ein wunderbares Wochenende und ja, hoffentlich bis nächste Woche.